Und dieses kleine Mädchen hat durch meine Tochter gesprochen mit ganz anderer Stimme. Ich habe die immer gesehen in der Schule neben mir zu stehen. Habe ich alle Lichter ausgemacht und da habe ich gesagt, da stehen welche. Das ist so eine Panik ausgebrochen. Und da kam diese Heilung. Nach 2 Wochen, dieses Kind hatte so viel Energie und so viel Lust am Leben. Das war grandios. Weißt du, es ist nicht langweilig, Uli. Wir können da locker 5 Stunden sprechen. Willkommen bei The Oliver Schirach Show, einem Podcast, der die mystischen Seiten des Lebens erforscht. Von Spiritualität und Astrologie bis hin zu Heilungen, indigenem Wissen und persönlicher Transformation. Dieser Podcast ist für suchende, alte Seelen und neugierige Geister, die wissen, dass es mehr im Leben gibt, als was wir sehen. In jeder Folge spreche ich mit Bewusstseinserkundern, die ihre Geschichten, Werkzeuge und Einsichten mit uns teilen. Bleibe neugierig, bleibe offen und folge weiter dem Weg zurück zu deinem authentischen Selbst. Also, somit lass uns jetzt den heutigen Gast begrüßen. Wir sind am Aufnehmen und dann schauen wir mal, wie die Elektronik mit dir heute so funktioniert. Ich versuche dich nicht zu stark zu, wie sagt man, reizen in die guten und schlechten Gefühle, weil ich weiß, mit Menschen, die mit Energien und Nahtod arbeiten und Geistern etc., da kann doch schon mal was passieren. Ihr seid auf der Oliver Schirach Show, wieder mal auf Deutsch. Das heißt, 4 Interviews hintereinander auf Deutsch, eher eine Ausnahme, aber in Podcasts reden wir über das Übernatürliche, das Spirituelle, das Mystische, verlorenes Wissen, Weisheiten, ob jetzt das von den Azteken ist oder Indern oder was auch immer, Astrologie, Nahtod und heute auch Geisterheilung, Geisterkommunikation. Und ja, das wird alles irgendwie um Geister herum. Wir reden heute, ja, hoffentlich sage ich den Namen richtig, Eva Adaczyk. Ja. Hier in der Nähe von Hannover, ursprünglich aus Polen. Und ja, willkommen, Eva. Danke, dass ich mal von dir sehr nett angenommen wurde. Weil das prägt und das muss in die Welt hinein. Ja, ist das dein erstes Podcast-Interview? Also zweite. Okay. Und ja, ich hatte von dir auch noch das Buch bekommen und sehr viele Geistergeschichten oder Geisteswesengeschichten, Heilung von Geistern und Menschen und ja, das wird sehr interessant. Ja, ich frage immer so am Anfang, um ein bisschen die Leute besser kennenzulernen, auch wie würdest du dich beschreiben in 3 Worten, Adjektiven, Verben, Nomen, egal was, und wieso diese 3 Worte? Wieso bezeichnen dich diese 3 Worte? Ja, ich bin Energetikerin und ich nehme die andere, sage ich mal, Welt wahr. Wenn da Verstorbene sitzen, dann bin ich auch zu empfangen. Okay, sind das 3 Worte? Energetikerin? Ja, und dann, ja, ich heile gerne Menschen auch, wenn die zu mir kommen und ich sehe Blockaden. Ich spüre auch die Ängste, was die Leute haben. Und wenn ich die frage, wie geht es dir, dann sagen die ja, von Scham wahrscheinlich, na, mir geht's gut, aber dann drehe ich den Spieß um und dann sage ich, darf ich die was fragen? Und dann öffnen sie sich. Und dann, ja, kann ich mitarbeiten oder ein paar Infos geben. Okay, also wenn ich das Energetikerin ist das eine und das andere ist Heilerin oder Seherin. Ja, Medium. Genau. Und was wäre das nächste, das dich beschreiben würde? Ich bin Buchautorin auch von einem, kann ich mal zeigen, das ist ja hier, Oh ja. so eine mystische Begegnung zwischen Himmel und Erde. Da wurde ich von geistiger Welt auch gezwungen,
das zu schreiben und das wollte ich ja nicht, weil ich denke mal, ich bin kein richtiger Schreiber, ich bin mir Praktiker und die haben mir gesagt, tu es immer so auf DIN A4 und schreib, schreib, schreib. Und dann, ja, es waren ganz viele Sachen, wo es zwischengekommen sind und da habe ich gesagt, okay, ich bin reif jetzt, was zu schreiben. Okay, ich höre, du bist eine praktische Person, ein Medium, Heilerin, Ja, Seherin und Energetikerin. Ja, genau. jetzt ein Geheimnis. Etwas, was du Leuten noch nicht wirklich über dich erzählt hast, was du bereit bist zu teilen. Ist das Medium, die Mediumarbeit oder? Genau, die Mediumarbeit und in Heilungsprozesse. Da gehe ich richtig rein und Aurachirurgie. Aura, okay. Und wie ist das dann in deinem Umfeld? Weiß man, wo du wohnst, die Eva ist das Medium, die Heilerin, oder ist das eher so, die Leute finden dich anders? Es ist so, ja, die, was mich kennen, wissen schon, was ich mache, aber sage ich mal, ich bin nicht so in Social Media gewesen, weil ich dachte, naja, Publik und so weiter. Aber jetzt, die haben ja gesagt, du bist gebraucht. Viele Menschen haben Probleme und dadurch, ja, bin ich auf WhatsApp, Facebook und Instagram zu finden. Ja, aber dann lass uns zurückgehen, wie das Ganze angefangen hat, um ein bisschen zu sehen. Und dann finde ich auch noch Mhm. mehrere Fragen. Vieles wirst du wahrscheinlich schon sagen, während du erzählst über dein Leben. Und dann versuche ich herauszufinden, was noch mehr ist. Mhm. Konntest du als Kind schon Geister oder die andere Welt erleben? Äh, und wie früh war das für dich, das erste Mal? Hattest du Angst oder Ähm, wie war das? so, es war also mit 7 Jahren, meine Eltern waren irgendwo auf eine Party, meine Brüder waren auch weg und ich habe es gesagt zu meinen Eltern, ich will alleine sein. Und die haben sich sehr, sehr viele Gedanken gemacht, warum ich als so ein kleines Mädchen Dunkelheit auch ganz normal nehme. Und dann habe ich ein paar Freundinnen von mir auch eingeladen nach Hause. Die waren 2 Jahre älter als ich. Da ich bin mit den Kindern in den Keller gegangen, obwohl ich sehr, sehr klein war. Habe ich alle Lichter ausgemacht und da habe ich gesagt, da stehen welche. Das ist so eine Panik ausgebrochen, wo die haben gesagt, ich will nach Hause, sag mal, leg dich hin im Bett, mach eine Decke drüber, die waren voll verschwitzt und ich hatte so eine Freude, weil diese inmanigere Menschen da war, da habe ich gesagt, ey, die tun dir nichts. Aber die haben gedacht, nee, zu ihr wollen wir nicht hin, weil sie macht uns immer Angst. Also war das erste Mal, dass du Geisteswesen gesehen Ja, hast? Und richtig, du hattest keine richtig. Angst. Keine Angst. Ich habe immer Lichter ausgemacht und die Treppe hoch. Und da habe ich gesagt, okay, kommt alle mit, kommt alle mit. Und meine Eltern wussten nichts davon, weil da hätte ich mal Ärger bekommen, dass ich mal den Kindern auch große Angst mache. Ne? Also deine Kollegin hat nichts erzählt, dass du ihnen Angst gemacht Nein, hast. gar nichts. Nein, gar Ähm, nichts. hast du mal mit diesen Kolleginnen darüber gesprochen? Ja, genau. Und die haben gesagt, es gibt sowas nicht. Sage ich, ja doch, das sind immer ihre Freunde von mir und braucht ihr keine Angst haben. Ja, wir kommen zu dir nur, wenn es hell ist, mit dir zu spielen, aber abends nicht. Und seit du erwachsen bist, hast du auch mal mit ihnen darüber gesprochen? Ähm, die Gelegenheit gab es nicht, weil wir haben uns dann irgendwie aus den Augen verloren. Jeder ist woanders umgezogen und so weiter. Aber sage ich mal so, ich habe meine Familie dann erzählt, da haben die gesagt, ey, du spinnst wohl, das ist sowas. Warum erzählst du das uns jetzt nach so vielen Jahren? Da sage ich, ja, weil die Gelegenheit ist da. Und dann irgendwann, wo ich nach Deutschland kam, habe ich mein Kind geboren. Das waren wieder ganz andere Themen. Ich habe mich gewidmet als Mama.
Und da habe ich ja ein bisschen die geistige Welt verloren. Die haben gesagt, okay, wir lassen dich in Ruhe. Eines Tages wirst du wieder uns mal kontaktieren. Okay, Und das war, das heißt, also du warst 6-jährig, Dunkelheit, du hattest keine ja. Angst vor Dunkelheit, hast diese Geisteswesen gesehen. Und wie hat dich das dann in deiner Zeit, ja, von 6-jährig, also Schulzeit begleitet? Haben die dir geholfen beim Unterricht, bei den Aufgaben oder, oder bei Intuition, dass du den richtigen Weg gehst, vielleicht Unglück aus dem Weg gehst oder Mhm. Es war so, die haben mich begleitet und ich habe die immer gesehen in der Schule neben mir zu stehen. Und dann haben die gesagt, hast du Bock auf so eine Arbeit hier, Schule und so weiter? Und ich war echt immer am Fenster gesessen und die Lehrerin hat mich immer beobachtet, was mache ich? Und ich habe Selbstgespräche geführt. Ne? Und ich habe mich total vergessen, dass ich in der Klasse bin. Ich habe mich gedreht, durchs Fenster geguckt und immer laut gesprochen. So, weißt du, so, ob ich dich sehen würde und spreche. Ne? Und die haben gesagt, hey, die eine Macke. Ne? Und, oder abends, ich bin nach Hause gekommen und ich bin im Dorf aufgewachsen dann und da gab es keine Laterne. Und wir wohnten genau am Wald und das war stockdunkel. Und weißt du, im Sommer dann irgendwie Geräusche von Rehe kam, weißt du? Und da war ein kleiner Bach und da hatte ich mal wirklich Angst bekommen, weil ich habe Schritte gehört. Hinter mir war keiner. Ich habe mich gedreht, war gar nichts. Und das war wie Galopp, weißt du? So. Und da habe ich gedacht, boah, meine Haare gehen zu Berge. Und da habe ich, weißt du, dann war eine Stimme, sei ruhig, wir sind bei dir. Und dann habe ich so eine, also ich weiß es nicht, wie viele, 1 Kilometer bin ich mal straßenlang gegangen, zu nach Hause zu gehen. Und da, weißt du, ich hatte mal ein bisschen Angst gehabt, aber da habe ich vertraut dem geistigen Wesen, ne? Und dann kam ich nach Hause, voll blass. Meine Mutter guckt mich an. Wo warst du denn? Ja, sagen eigentlich alles gut, alles gut. okay. Es hat mich erschreckt, dieses Geräusch, Ja, weißt du? dieses Galopp. Dieses Galopp, genau. Aber sonst, Also das heißt, du hattest deine Beschützung mehr oder weniger. ja, ja, immer wieder, immer wieder. Hattest, also das ist auch eine Frage, die ich hier habe. Man hört dann gute, schlechte Geister, Dämonen, Engel. Ja, Äh, Das gibt's. heißt, du hast deine Engel oder Beschützergeister um dich herum. Ja, genau. Aber ich muss dir sagen, weil ich noch nicht in diesem richtigen Licht stand, es war eine Freude. Und dann, wo es angefangen hat, wo ich durch eine Hellseherin, eine Freundin von mir, Kartenlegerin, ich habe sie mal kennengelernt und sie sagte zu mir, ich habe volle Gabe, nimm sie an. Und da, weißt du, war ich zwischen zwei Welten. Da denke ich mal, wie kann ich das mal, unsere Leben, unsere hier auf Erde, mit dem anderen meistern? Weil das war schon ernst für mich. Ne? Die standen immer parallel mit mir und die haben mich echt gezwungen, diesen Weg zu gehen. Und da hat sich herausgestellt, warum. So, ich war bei ihr, bei der Also wie Freundin. alt warst du? Äh, Welch, wel- Wie alt war ich denn? Dann war ich schon in Deutschland. Das war schon, sage ich mal, wie alt war ich? 30? Schon Mutter. Also das war nachdem du deinen Sohn hattest. Genau, Also genau, hast du genau. einen Sohn oder? Nein, nein, vorher. Weil mein Sohn ist ähm, 68 geboren. Entschuldigung, warte mal, ich kam hier. 9, warte mal. 89 Tochter, 87 geboren, Okay. genau, Ja, so du hast eine, ungefähr. Da hatte ich schon, genau, da hatte ich mal sehr, sehr viel Kontakt mit den geistigen Welt. Täglich, täglich. Weißt du, und die haben mir immer Zeichen gegeben. Und
wo ich mal angefangen habe, wo sie mir gesagt hat, achte bitte auf die Sigma ab. Boah, was kann mir passieren? Verstehst du? Ich war immer im Licht, immer Freude und. Aber die andere, sage ich mal, Seite, wenn die merken, du bist mehr in Licht und arbeitest du mit der geistigen Welt, aber in der guten Seite, mit Licht, dann bist du gefährlich. Total gefährlich für die dunkle Seite. Okay, das heißt, als du 30 warst, bevor deine Kinder geboren sind, hast du mit einer Hellseherin dich getroffen. Und Genau. war das eine Kollegin oder? Nein, das war von Empfehlung von einer Bekannte von mir. Und sie sagte, du strahlst so eine Energie wie meine Freundin Anne. Und da habe ich gesagt, okay, ich möchte sie mal kennenlernen. So, und dann bin ich zu ihr gefahren und ich hatte so eine Angst. Oh Gott. Da habe ich gedacht, oh, steht einer, weißt du, eine Hexe mit einer schwarze Katze. Ne? So eine Vorstellung. Weil als Kind, ich habe es immer gesagt, wenn die Zeit kommt, ich möchte mit der geistigen Welt noch mehr kommunizieren und Menschen kennenlernen, weißt du, so mit so eine spezielle Gabe. Naja, und das war soweit. Und sie hat mich gesehen und das war echt eine Freundschaft auf ersten Blick. Und da hat sie mir die Augen geöffnet und dann sagt sie, okay, mach es dieses. So, und dann, weißt du, ich habe mich total auf diese Ebene konzentriert. Dann habe ich mehr Ausbildung gemacht. Ich wollte wissen, was in mir steckt. Noch mehr. Ne? Okay, Weil was für eine Ausbildung war das? das war als Geistheiler noch intensiver zu gehen. Weißt du, was in mir steckt. So, und da sie sagte, mach es und ich war so verzweifelt, denke mal, ich will das nicht, weil das so kompliziert war für mich. Die Zeit, weißt du, Familie, Kinder, Arbeit, das war für mich, boah, wieder Herausforderung, ne? Aus der Gemütszone rauszukommen, ne? Aber die haben mir gesagt, du wolltest und wir haben dich mal da geschickt, du hast uns gerufen und immer wieder, weißt du? Das Das war Bestätigung, geh hin, in diesen Weg. immer von den Geistern, die haben dich immer wieder gerufen. Richtig. Und mein Mann sagte, ich bin mit dir überfordert. Sage ich ja. Weil manchmal habe ich ihm was gesagt, der wollte nicht auf mich hören. Und dann genau das angetroffen ist. Ne? Und dadurch ist es so. Ja. Also das heißt, du hast deinem Mann Sachen gesagt, die eintreffen werden und die sind dann Ja, eingetroffen. Und genau. Ja, man hat gelernt zu merken, okay, meine liebe Eva, die hat irgendwie, bekommt sie das mit. genau. Und der hat mich gelassen, weißt du, in meine Welt zu sein, weil er hat profitiert auch ganz doll. Ist immer gut, wenn man profitiert. Äh, Genau. ja, okay, das heißt, du hast seit Kindesalter diese Geister um dich gehabt, die wollten eigentlich nicht so wirklich in der Schule sein, sind aber mit dir da gewesen, haben dich ein bisschen geholfen. Du bist nach Deutschland umgezogen. Im Buch und auch beim Gespräch, als wir uns dann beim Kennenlerngespräch, hast du erzählt, du hast Nageldesign oder Designer, gemacht. genau, gemacht. Und durch das hast du viel Kontakt mit Menschen und das war auch das, was du am Anfang sagst, Energieheilerin oder Energetikerin, Heilerin, Seherin, Medium. Und du hast mir erzählt, beim Arbeiten mit ich nehme an, mal meistens Frauen, beim Nägel sind wahrscheinlich nicht so viele Männer. Na, Männer waren auch zum Maniküre. Okay, waren auch mal da. Dann hast du wie nicht, ich nehme mal nicht jedes Mal, aber oft die Ängste, die Blockaden gesehen und konntest dann den Menschen helfen. Wie ist Ja. das denn, wenn du jetzt eben, wenn wir zurückgehen, also hier versuche eine zeitliche Linie, wenn du mit den Leuten gearbeitet hast als Maniküre und Nägel Mhm. und du hast das gespürt, waren das dann die Geister oder hast du dann Auras gesehen oder Blockaden oder Bilder? Mhm. Wie war denn das für Mhm. dich?
Ja, also bei manchen, es ist total unterschiedlich, hat sich gezeigt. Bei manchen standen echt die Geister. Es kam drauf an, was für Thema es war. Wenn das wirklich brenzliche Thema war, dann haben die echt an mein Ohr gestanden und haben gesagt, sag es bitte, sag es Okay. bitte. Ja, und wie willst du verknüpfen, ganz normalen, sage ich mal, autonormalen Menschen, dass ich die Botschaft für die habe, weißt du? Und dann habe ich das immer spielerisch gemacht. Da sage ich, ja, wie geht's jetzt dir? Hast du ein Problem? Ich fühle das bei dir. Was ist denn das? Was ist passiert? Und sie gucken mich an, die ersten, was nicht wussten, was ich mache. Und dann sagen die, woher weißt du das? Sage ich, ja, da steht einer hier und will mit dir reden, weißt du? Okay, mach mir Kaffee. Okay, habe ich Kaffee gemacht und dann haben wir Gespräche geführt und ähm, es war so auch eine Klientin, sie konnte ihren Enkelkind nicht so wahrnehmen, liebevoll. Und da habe ich gesagt, dann, was ist da los? Wir haben so gesprochen und kam ungeborenes Kind, stand hinter ihr. Und das hat sich erfahren, also sie hat mir dann erzählt, dass sie zweimal Kind verloren hat. So. Und dieses Kind, was verloren wurde oder abgetrieben war, stand wieder da, dass sie wirklich mit dem Kind reden sollte und weil das Kind hatte noch ganz viele Fragen, warum das passiert und ähm, dieses ungeborene Kind wollte endlich frei sein. Dieses kleines Wesen, es war noch angehaftet und suchte genau so eine Hilfe, Aufmerksamkeit von der Person, weißt du, von der Mutter, sag ich mal. So, dann haben wir das abgelöst. Das ging so schnell. Und dann kam sie wieder und dann hat sie mir erzählt, Eva, du glaubst es nicht, was mir passiert ist. Und ich, ja, kommt jetzt was. So, dieses Enkelkind, was sie nicht mal annehmen konnte, mit Liebe, ähm, sie konnte jetzt geöffnet werden, auch mit ganzen Emotionen und Liebe, weil das hat sich herausgestellt, dieses verlorenes Kind ist wieder in ihre Tochterfamilie geboren. Ja, also Verstehst das du? war das Und Enkelkind war eigentlich dieselbe ihre Seele Kind, wie das genau, Kind, das sie abgetrieben hat. Und weil genau, du mit ihr genau, gearbeitet hast und diese Fragen mit ihr besprochen hast, konnte sich diese genau, Seele befreien und hat dann dieses Trauma, Blockade, was auch immer gelöst und sich dann ihrer genau. Großmutter gegenüber geöffnet. Richtig. Und sie sagte, du glaubst es nicht, ich liebe das Kind. Sie hat zwei Enkelkinder und das eine Enkelkind hat sie abgetischt geliebt, aber das andere Ja. nicht, weißt du? Aber das hat sich so in ihrem Leben so verändert, da sagt sie, hätte ich nie gedacht. Sie hat sich so geöffnet. Ja, und dann, es ging auch bei einer Frau um Erbe, hat sich ein Onkel gezeigt, Bruder von ihrem Vater. Und der Vater von ihr war schon längst tot, der Bruder auch, aber das waren Unstimmigkeiten. Und sie sollte noch was da erblich klären. Weißt du? Dass es alles die Energie wieder frei wird. Ja, und sie sagte, ey, tatsächlich, das ist es. Ja, Und, ja. ja, wenn du mir so erzählst, dass du das so, ja, ich habe hier jemand, der steht neben dir, hinter dir, neben mir, schwebt über uns, keine Ahnung. Ähm, Was war so die schlimmste Erfahrung? Sind da auch mal Kunden einfach rausgerannt und gesagt, sorry, ich muss irgendwo anders hin? Nein, fast werde ich erschlagen von einem Mann. Du hast Ja, was ist da passiert? ja, er kam zur Maniküre ein bisschen zu früh. Ich habe mit einer noch gearbeitet, mit der gesprochen und dann sehe ich, er kommt hier rein ins Studio, hat sich hingesetzt, hat mich angelächelt und ich denke mal, was ist da los? Da ist was Krasses. So,
Und dann, ich habe immer Blick auf ihn gehabt. Und dann kam die geistige Welt und sagte zu mir echt laut in Ohr, ruf Krankenwagen. Denke ich mal, hä? Was wollt ihr denn von mir? Ruf einen Krankenwagen. Denke ich mal, der ist doch normal, der sitzt und lag und so weiter. Dann habe ich ihn gefragt, mit Namen, geht's dir gut? Er guckt mich an, ja, was soll das? Es geht mir gut. Denke ich mal, naja, okay. Und dann plötzlich hat sich die Situation so verändert, von Energie gekippt, da denke ich mal, ist was da. Plötzlich war sein Gesicht total erstarren, der war rot und da ständig diese Stimme, ruf Krankenwagen. Und dann habe ich mit der Klientin noch gesprochen, du, ich muss Krankenwagen anrufen, so, weißt du, Ja. Auge in Auge. Sagt er, was ist los? Sage ich komme gleich. Habe ich den Krankenwagen angerufen, sagt er, was machst du denn? Sage ich, ja, ich rufe Krankenwagen, weil ich für dich verantwortlich bin. Sagt er, tust du das nicht? Er war voll, weißt du, in Rage. Denke ich mal, doch. So, Krankenwagen kam, er wollte per Du nicht raus, ne? Und irgendwie haben die ihn mal überzeugt, dass er mal fahren soll. Du, die Energie war so leicht, so. Dann habe ich erfahren von der Familie, dass die Ärzte gesagt haben, das hat sich nur in eine Stunde, dann wäre er tot. Also hättest du nicht den Krankenwagen gerufen, wäre er eine Stunde Ja. später gestorben. Und er hat Gestorben. selbst nichts gemerkt, dass es ihm nicht gut geht. Er hat nichts gemerkt, also wirklich. Und da, die haben ihn in künstliche Koma versetzt, weil er so krass schon war. Nach 3 Wochen ist er aus dem Krankenhaus gekommen und dann kam er sich total bedanken, ne, weil er sagte, sowas habe ich noch nie in meinem Leben erlebt. Und dann sage ich, siehste, ich habe dir das Leben gerettet und du wolltest mal so krass auf mich Also er zukommen. wurde dann wütend eigentlich und sagte, spinnst Er war du? wütend. Und wie hast du Ja. ihn überzeugt zu bleiben, bis der Krankenwagen da ist? Da habe ich gesagt, bleib doch mal hier, wenn du nach Hause gehst, dann kann was Schlimmes kommen. Und sagte, ich kann nach Hause fahren, mir geht's gut. Sein Auto stand auch da. Sag mal, du bleibst hier. Ich habe wirklich mit anderer Energie gesprochen, weißt du, so wie mit den Kindern. Nein, so nicht. So, und dann hat er hat mir total vertraut, ne? Und da sage ich, Halleluja, gut, dass ihr mit mir gesprochen habt. Das war wieder so eine Intuition laut ins Ohr. Ja, das heißt, siehst du aber auch Bilder mit Leuten oder Gefühle im Körper? Weil es gibt ja Also Leute, die es kommt spüren doch, Sachen. Es gibt Leute, die sehen ja, Sachen. ich spüre das ganz deutlich und ich nehme das als Energie wahr. Es kommt darauf an, was sich zeigt. Also es sind verschiedene Momente im Leben. Ja, du hast auch mal kurz Aura erwähnt. Ich hatte auch mal einen Podcast mit einem Schweizer, einem Medium, und der schaut sich Bilder an, falls Leute vermisst werden, Unfälle. Also er hat ein Flugzeug im Dschungel in Südamerika gefunden und er schaut sich Bilder an und sieht dann, ob da noch Farben, Auras um die Person sind, dann weiß er, die leben noch. Auch jetzt mit Iran und so weiter. Er schaut sich das immer an und dann weiß er, ja, tot oder lebt noch. Äh, und er sieht dann ja verschiedene Farben und sagt, je nachdem, Farben, das zeigt eine Person, die sehr zielstrebig ist oder träumerisch, etc., etc. Und ist das geschlossen? Wie ist das für dich, wenn du Aura siehst? Siehst du, da sind Löcher drin, das heißt, die Person hat irgendwelche Krankheiten, Traumata, Blockaden? Oder Ja, wie ist das? Wie sieht man das in einer Aura, wenn man Aura sieht? Ob eine Person gesund ist und also alles. ja. Ich sehe keine Farben, ich sehe die Energie. Also es kommt drauf an, genau. Wenn die Energie, sag ich mal, total unterbrochen ist, das heißt, da sind die Blockaden, da sind die Schmerzen und da sind die Krankheiten. Und da reise ich auch in den Menschen in eine Aura und dann operiere ich auch, weißt du? Also mit energetisch gesehen. Ja, genau, so. Mental, energetisch arbeite ich auch und als Chirurg, Okay. Und weißt du?
Ja, ich hoffe, ich fliege da nicht zu weit hin und her. Ja, hast du das dann in diesem Kurs gelernt, wo du gesagt hast, Nee, das kam von alleine. Ich wurde geführt von der geistigen Welt. Ich muss dir mal erzählen, diese Sache mit meinem Sohn, wo er erkrankt wurde. ja, Na, der hatte Lymphkrebs, ne? und wie alt war Lymphdrüsenkrebs. er? Der war 27. Also jetzt wird er 40, 27. Ähm, so, er kam nach Hause und einfach Untersuchung gehabt und er kam nach Hause mit mir überhaupt nicht darüber geredet, weißt du, junge Leute, ne? So, und dann habe ich gespürt, irgendwas stimmt mit ihm nicht. So, dann habe ich ihn gefragt, was ist los? Und dann hat er mir wirklich so gesagt, weißt du? Und du als Elternteil, du weißt, wie es sich fühlt, ne? Ne? So, weißt du. So, und dann, er sagte zu mir, die Ärzte wollen mit ihm Chemotherapie und Bestrahlung tun. Und er wollte das nicht. Und dann, weißt du, gab es sofort. Und dann die geistige Welt sagt, motiviere ihn. Und ist egal, was es gemacht wird. Es wird für ihn gut sein. Er wollte Peru nicht. Wir haben viele Ärzte ausgesucht, auch aus Indien. Also hier, weißt du, im deutschen Ja. Raum. Und wir haben gedacht, okay, wir fahren dahin im Krankenhaus. Du, ich dachte, mich trifft der Schlag. Ich kam dahin in diesen Praxis und da waren ungelogen von Fuß bis zur Decke nur Chemo-Pakete. Ey, das war so krass, weil ich was anderes erwartet habe, weißt du. Ich kam auf sie zu und gefragt, ne, weil Indien, du weißt, wie es ist, ne? Das sind auch andere Ja, Mediziner. sie haben mehr, also ich war jetzt gerade in Indien, also vor einer Woche, da haben wir uns ja besprochen über WhatsApp. Ich habe eine ayurvedische Behandlung gemacht wegen Schulternschmerzen, Hämorrhoiden, Blutungen im Zahnfleisch Ja, und auch mein Kreuz, das macht schon seit 30 Jahren, schmerzt es immer wieder mal beim Physio oder Chiroprakten, wenn es wieder klemmt. Und das waren 21 Tage mit heißem oder ja, warm bis heißem Wasser, Kaltwasser mit Gewürzen ja. und Ölen und die letzte Woche 5 bis 7 Tage mit so einem Reisbeutel. Und wenn er länger Ah, drauf geblieben ist, hat es gebrannt. Und hier in Dänemark hat es geheißen, ja, deine Schulter ist beschädigt, das kann man nicht reparieren, du bist über 40, das operiert man nicht, du musst halt lernen damit, dass du weniger Bewegung hast. mhm. Ich kann meine Schulter wieder bis an die Ohren. Aber Siehste, 21 ja, Tage, das ist nicht einmal, ja, das ist halt natürlich. kleine Lösungen. Also immer das warme Wasser, heiße Wasser, das ist das Physische, immer wieder diese Blockaden leicht lösen. Hätte ich Mhm. vielleicht auch energetisch lösen können, wäre vielleicht schneller Mhm. gegangen. Aber was ich jetzt einfach herausgefunden habe, Indien, die brauchen das Ayurvedische, die brauchen das traditionell Chinesische, also Akupunktur, Akupressur, Homöopathie, das ist das Süddeutschland, Schweiz, Österreich. Die westliche Medizin, ich weiß auch nicht, sie haben 5 Astrologie, wenden sie auch an, um zu schauen, welche Planeten sind in welchen Häusern, dann weiß man, welche Organe vielleicht eher geschwächt sein könnten oder an was man sterben kann. Das heißt, in Indien schauen sie Mhm. sich das auch noch an. Ist nicht so Ja, einfach, das ist nicht die Zeitung, wo man dann die verschiedenen Sternzeichen hat, pass auf, heute nicht über die ja, Straße gehen oder die Liebe wartet auf dich. Das ist viel komplexer. Das ist nicht einfach ja, so, ja, ich bin Witter ja, geboren und du bist Löwe oder ja, Steinbock. Nein, das geht, wo ist der Mond, in welchem Haus und so weiter und so fort. Von dem her, aber Indien hat natürlich auch die westliche Medizin und ja, ja, eben ich ja, kann ja, vorstellen, es du ist dachtest, dass richtig. jemand, der mehr holistisch arbeitet, vielleicht. Und Mhm. nicht Genau. Chemotherapie. Ja, Aber, natürlich. wenn ich dich richtig verstanden habe, du hattest von der Geisterwelt gehört, dass dein Sohn
die Chemotherapie machen soll, weil es gut für ihn ist. Nee, es ist egal, wie er sich entscheiden Egal, würde. also Chemo, naturell, es wird gut. Ja, ja. Ja, aber er wollte es nicht haben, weil du weißt, wie es ist. So, Ja. und dann sind wir wieder nach Hause gefahren von ihr, weißt du, sie sagte, tut mir leid, ich kann euch nicht helfen. Alle Ärzte haben ihn aufgegeben, weil die haben gesagt, wenn du das nicht machst, was wir wollen, dann bist du von uns abgeschrieben, ne? Ja, unterschreib mal, dass du unsere, unsere Doktoreinsichten, Ja, Wissenschaft nicht akzeptierst. Es ist dein eigenes Leben, so in diesem Stil. richtig. Richtig. So, und dann, weißt du, ich habe die Nächte nicht geschlafen, gegrübelt und so weiter. Und die haben mir gesagt, weißt du was? Und dann habe ich noch den lieben Gott, ich hab's gestimmt, weil ich sage mal, weißt du, warum das passiert? Dann haben die mir gesagt, sei froh, dass du mal deine Ausbildung gemacht hast zum Geistheiler, dann kannst du vielen helfen. Und mir, weißt du, okay, ratter, 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 ratter. Mein Sohn ist so gewesen, das hätte er nie von mir eine Hilfe genommen. Nie. Ob das Rat wäre und so weiter. Nie. Und diesmal, weißt du, haben wir ganz viel geredet und so weiter. Und da sage ich, du hast nichts zu verlieren, komm. Und wir haben immer über Nacht das gemacht, wo er sich hingelegt hat und so. Und das Schönste war, ich habe immer geistige Welt, die arbeiten mit mir. Das ist der Paracelsius. Dann Geistführer und Krafttiere. Die sind immer parallel und dann noch zwei Schamanen, also Asperchen. Die sind immer da. Und die Mutter Schamanin, die ist so riesig, die ist die 3 Meter hoch. Weil ich habe sie gefragt, warum sitzt du ständig und rauchst du die Pfeife? Die sagte, Kind, du willst doch nicht wissen, wie groß ich bin. Sag ich, ja doch nicht. Dann ist sie aufgestanden, ich bin fast von Hocker gefallen, weil das war so überdimensional, weißt du? So, und dann sagt sie zu mir, du weißt, wenn ich immer eine Pfeife rauche, dann bist du bereit, den anderen zu helfen. Und ich sage, oh Gottes Willen, okay. Mein Sohn hat sich mal zum Schlafen gelegt, einfach so, weißt du, dann habe ich Steine aufgelegt, Kräuter aufgelegt, wie das mir gesagt wurde. Und dann kam der Paracelsius und der ist so frech, ich muss dir sagen, das ist ein kleiner, bisschen, und dann sagt er, zur Seite, ich bin heute dran. Ich habe ihn angeschaut und sage mal, warum nicht ich? Du bist zu viel erschippt, weißt du? So, und dann hat er mich zur Seite geschoben und ich habe ungelogen wie nennt man das? Äh, Rauchstäbchen. genau, Rauchstäbchen eingelegt und Fenster waren zu und diese Rauchstäbchen, das hat sich so an ihn angelegt, das war wie eine Rauchdecke, weißt du, so schön kuschelig. Also um deinen Und Sohn dann herum. an meinen Sohn. Weißt du, diese Rauchstäbchen war weit weg. Aber das kam so, weißt du, auf ihn und hat sich so draufgelegt. Und ich denke, boah, was für Geschenk wurde mir gegeben, dass ich auch drin im Geschehen bin, weißt du? Und ich habe es gehört, wie die mal laut gesprochen haben, wie die gesungen haben. Ähm, die Kräuter, was da noch gestreut waren, das war wie ein reicher Film. Und du Und kannst das, also wenn die Geisteswelt Kräuter und so Sachen ja, verwendet, das schmeckst du, das kannst du riechen. ich rieche das. Das ist so intensiv, weißt du. Manchmal, wenn einer kommt und sagt mal, na, was willst du denn? Dann rieche ich auch Zigaretten, weißt du? Und dann sage ich, okay, ach, mein Opa ist da, okay. Schöner Duft aus Rosen, also das sind so unbeschreibliche Gefühle. Und wie ist das, wenn du jetzt, also du hast jetzt mit deinem Sohn, das war ja nicht nur eine Nacht, du hast da, Nein, wie lange hast du nein, mit deinem Sohn gearbeitet? du.
jeden nachts. Für Ich habe abgenommen und so weiter. 2, 3 Ähm, Monate oder wie lang war das? Das waren 3 Monate. Jede Nacht. Und er hat sich immer Jede Nacht, hingelegt und du hast Steine aufgelegt genau, und hast dann energetisch und genau. dann die verschiedenen Ich in Geistesheilungen. Energie gearbeitet. Genau, ich habe mit ihm gearbeitet, weißt du, operiert und so weiter. Der hat so viel abgenommen. Er hat Ernährung umgestellt. Ich habe mit Kräuter gearbeitet, mit Tinkturen gearbeitet. Ich mit Leuten, wo wirklich nur mit Naturheilkunde gewesen, weißt du? Sowas. Dann habe ich eine kennengelernt, Schamanin. Und da, wo ich sie mal schon mehrere Jahre kannte, dann habe ich sie aus den Augen verloren. Und dann von Verzweiflung bin ich zu ihr gefahren. Und sie guckt mich an, sagt sie, Eva, warum kommst du zu mir? Sag mal, du musst mir helfen. Na, sagt sie, fahr doch nach Hause. Du bist diejenige, was auch helfen kann, weißt du? Und da, sie hat mich noch mehr gestärkt. So, und da, ähm, peu à peu war mit ihm echt wirklich besser. Und weißt du, er war erstmal so schwach. Der hat Krippen genommen von meinem Papa. Und dann, weißt du, er stand dazu, seine Krankheit. Jeder hat ihn gesehen und dachte, oh Gott, das ist das Letzte, wo ich ihn Ja, sehen das würde, letzte weißt du? Mal, ja. Naja, ja, genau. Aber ähm, der hat wirklich nicht aufgegeben und wir haben gearbeitet und sagen mal, David, es ist egal, was es kommt, wir arbeiten zusammen und dann, weißt du, der hat Visionen bekommen, dass du wieder aufstehst, du fährst wieder nach Australien, da wirst du leben, weißt du, so. Und da, ein Morgen früh, bin ich nach oben gekommen, weil wir wohnen unten und oben, wir haben 2 Etagenhaus. Und denke ich rieche was. Ich komme überall hin, weißt du, und wie eine Bekloppte und denke mal zu meiner Familie, riecht hier was? Mein Mann kommt und sagt, ich rieche nichts. Okay, sag ich mal, es hat sich erledigt. So, rufe ich meinen Sohn, sage ich mal, riechst du was? Sagte ja, total Schwefel. Da habe ich gedacht, okay, weißt du, was bedeutet, ne? Weil wir beide so involviert waren in der Heilungsprozess, kam ein Teufel auf uns zu. So, da habe ich gesagt, geh zur Seite, du hast damit nichts zu tun, mein Sohn, ich regel das. So, ich habe mich den Teufel in die Augen geschaut, ungelogen. Der war in mein Zimmer, da wo wir mal Heilung gemacht haben. Das ist mein Heilzimmer, wo ich auch, weißt du, Klienten aufnehme. So, er stand, er war gut gekleidet, ähm, ganz gut aussehender Mann. Also, ich habe den mal mental gesehen, weißt du, wenn ich dann mal Augen geöffnet habe, ich habe ihn gesehen, aber so gerochen. So, und dann habe ich mich gebeugt wie er und dann sage ich, was willst du denn? Mit ihm gesprochen, ganz laut. Mein Mann kam, denkt immer, was redest du denn? Sag mal, geh zur Seite, geh nach unten. Da sag ich, so, da habe ich zu ihm gesagt, ich habe keine Angst vor dir. Du musst mir nicht mal drohen. Ich bin wieder da. Und ich, weißt du, weil ich musste zur Arbeit gehen, habe ich ja kleine Räucher genommen und sag mal, okay, geh. So, so. Und dann kam ich wieder nach Hause und dieses Geruch war immer noch da. Dann denke ich, okay, ich komme. So, und dann stand er so wie du mit mir und dann habe ich mit ihm geredet und dann sagte er zu mir, wenn du, dein Sohn, dass er geheilt wird, möchte ich deine Seele haben. Ey, das war so krass. In dem Moment kam eine so heilige Gestalt und dann sprach, du weißt, was ich gesagt habe, weil sie mit mir auch gesprochen hat, dass ich mal an mich nicht zweifeln soll. Dann sage, du, pass auf, verpiss dich, sage ich. Mit mir nicht. Und dann habe ich echt Rituale gemacht, wo wirklich gebebt hat, verstehst du? Und dann habe ich gemerkt, die Energie, wie stark ich bin. Na? Und seitdem, toi, 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 der ist weg. Und du sagst, dein Sohn hat auch diesen Schwefelgeruch bemerkt, aber Genau. gesehen Genau das nicht. Er gleiche. hat einfach den Geruch
der hat nur das Geruch wahrgenommen. Ne? Und da habe ich gesagt, den Rest werde ich, weil ich verantwortlich bin, wir sind beide verknüpft, weil das ging um eine Ja. Seele. Und weißt du, wenn ich mal sehr schwach wäre, hätte ich mal meine Seele schon verkauft. Ja. Aber, weißt du, mein Glauben an das, was ich getan habe und das ganze Universum, das hat mich so gestärkt, weil war ich in der Kirche auch. Das heißt nicht, weißt du, katholisch oder nicht katholisch. Weißt du, das ist ein Universum mit uns verbunden. Da habe ich eine Kerze entzündet, wo das angefangen hat, wo ich gesagt habe, und da habe ich gesagt, Maria, weißt du, ich habe so einen verzweifelt, weil, ne, du hast auch Kinder gehabt. Und dann sagt sie zu mir, also so, dass man das versteht, du willst dein Kind nicht verlieren. Und das hat sie mir so viel Kraft gegeben. Und da ist es, weißt du, dieses Ganze angefangen. Noch mehr Stärke, noch mehr dabei sein. Weißt du? Und Und wie war es, dass dein Sohn sich geheilt hat? Also peu à peu, war das ein bisschen oder war das mehr so plötzlich stand er auf am Morgen und war wieder voll da? also es war so, ähm, ganze 3 Wochen ging ihn total schrecklich, weil, weißt du, er ist runtergefallen, weil er sagte, er hat ganze, ja, Essen umgestellt, weißt du, kein Zucker, kein Mehl, gar nichts, gar nichts, gar nichts, weißt du, dieses andere. So, und da, wir haben auch, er hat Infusion genommen, auch pure Infusion von Vitamin C auch, weißt du, das hat ihn aufgepusht. Also 2 Wochen lang. Der hatte seine Abszess auch, weißt du, an der Leiste gehabt. Der ist aufgegangen. Wir haben da, weißt du, selbstgemachte Butter, also mit Pflanzen und Tinkturen gemacht. Das hat sich geöffnet. Du, das war ungelogen so ein Loch. In der Hüfte, Ja. In der in der Leiste. Leiste. In der Leiste. Weißt du, das war so ein Loch. Und meine Mutter sagt sie auch, weißt du, die ist eine auch Kräuterhexe. Die sagte, wir geben nicht auf. Komm, Kind, weißt du so. So, sie hat immer die Salben gemacht, weißt du, und immer gesprochen, Heilsätze und so weiter. Immer am Morgen früh oder Nachmittag Kräuter gesammelt, weißt du, Salben gemacht. So, und das hat geplatzt. Das hat so gestunken, so nach Alter, nach Alten, weißt du. Und da kam diese Heilung. Nach 2 Wochen, dieses Kind hatte so viel Energie und so viel Lust am Leben, weißt du? Das war grandios. Ja, und jetzt sagst du eben, er ist 40 und er war 28. Ja, Jetzt, das heißt, du hast geholfen, Geistesheiler, deine Mutter auch. Und jetzt habe ich da gerade Fragen ja, mit Familie. Ähm, Zuerst mal, deine Kinder sind ja mit dir aufgewachsen und du hast gesagt, dass die Kinder, als du schwanger warst, Kinder geboren sind, hast du wie die Geisteswelt ein bisschen weggedrückt. mhm. Wie sind deine Kinder dann, also dein Mann akzeptiert es, weil er gesehen hat, dass Sachen wahr werden. Wie war das dann mit deinen Kindern? Hat dein Sohn und deine Tochter nicht mit dir darüber gesprochen? Ja, Oder wie war das? Oder doch, haben sie doch, doch. gelernt? Oder sehen sie auch? Oder? Ja, also weißt du, die sind sehr, sehr begabt auch. Aber die sagen, ach Mutter, mach es, mach es, mach es. Weißt du? Und die sind jetzt in andere Welt, sage ich mal, aufgewachsen. Aber ich sag dir mal, ich habe Enkelkinder, das sind Zwillinge. Das ist auch eine Geschichte gewesen. Und einer von den beiden hat die Gabe. Also so spirituell wie meine Kinder sind nicht so wie das Enkelkind. Und das war Weißt du? von deinem Sohn oder deiner Tochter? Von meiner Tochter. Und wie alt ist denn das kleine Kind? Die sind jetzt 7. Aha, das heißt, du warst 6, als du da. Wie ist denn das mit dem Enkelkind? War sie dann mit 6, 7 Jahren auch im Keller und hat Geister gesehen? Oder wie war das da? Nee, die nicht. Aber weißt du, die sagen, ich habe so ein Spielchen gesprochen. Die hatte ich mal für ein paar Stunden da. Dann habe ich gesagt, Kinder, komm, wir gehen nach draußen.
schön in der Natur. So, und dann habe ich gesagt, mach die Augen zu und schau mal in die Ferne hinein. Und dann sag mir, was ihr seht. Und einer von den beiden sagt, ey Oma, ich sehe da Engel. Sag ich, wow. Und das andere Kind sagt, und ich nicht. Weißt du? So, ne? Und dann dieses Spielerische, ne? Und wenn ich mal Rituale auch mache, dann wollen die beiden, weißt du, die sitzen da in diesem Heilzimmer, wir gongen, Klangschalen, die meditieren mit und so weiter, weißt du, die sind mehr involviert jetzt durch mich. Da denke ich mal, wenn ich meine eigenen Kinder nicht mal so gemacht habe, dann wenigstens die Enkelkinder. Das kann man nicht forcieren. Die Kinder wollen oder wollen nicht. Ja, genau. Aber die sind wirklich begeistert und erzählen auch im Kindergarten, was Oma macht. Und sie sagen, Werbung. was? Werbung für die Oma. Ja, ja, genau. Und meine Tochter, weißt du, die hat auch so ein Erlebnis gehabt, wo sie mal wirklich 13 war oder so. Die wurde von einem geistigen Wesen auch angehaftet und dann kam auf sie zu. Sie hatte sie im Körper Okay, also besessen, mehr oder weniger. besetzt, ja, genau. Du beschreibst auch in deinem Buch, oder? Als deine Tochter nach Hause kam und sie hat sich schlecht gefühlt und Magenschmerzen Magenschmerzen hat sich wie und zusammengekrümmt. genau. Und wie war das? Das war ein Mädchen, das getötet wurde, Ja, genau, irgendwie von einem Mann ja, im Wald. du, Und genau. Und das war so krasse Begegnung auch, das sage ich mal, weil meine Tochter ist so ein C-Mensch. Sie spricht nicht über Schmerzen und so weiter, Gefühle, sage ich mal. Aber das habe ich gespürt. Sag mal, Kind, komm. Wir waren draußen im Garten, da sage ich, leg dich hin, wir warten nicht, weil das habe ich gespürt, da irgendwas ist da. So, dann habe ich sie geführt, ganz tief und dann, sie war total steif. Sie konnte die Hände nicht mal, weißt du, so locker lassen. Sie hat geweint, sie sagte, da ist was, da ist was. Sag mal, beruhige dich. Und dann habe ich sie geführt und da, dieses kleine Mädchen wurde entdeckt. Und dieses kleine Mädchen hat durch meine Tochter gesprochen mit ganz anderer Stimme. Und die sagte, ich habe Angst. Sag mal, wovon hast du Angst? Ich bin wieder gesehen. Dieses kleine Mädchen, weil sie wusste nicht, dass sie gestorben ist, weißt du, weil sie wieder im Körper gelebt hat. Sie hat sich mal Energie zum Leben genommen. Und meine Tochter hatte Stress in der Schule und war ihr Aura war geöffnet, weißt du, so zerstreut. Und dann das Kind ist in ihr gerannt. So. Und dieses Kind hat Namen gesagt, wie sie hieß. Ich habe sie gesehen. Meine Tochter sagt, ich sehe sie und so weiter. Und erzählte, weißt du, dass sie entführt wurde von einem maskierten Mann in Jutesack, wurde sie angeschlossen und dann geprügelt, im Wald lebendig verbrannt. Das war so ein krasser, ich habe das alles gefühlt, weißt du, gesehen, wie schmerzhaft das für sie war. Und dann haben wir sie mal entlassen. Und dann plötzlich, sie hat sich bedankt noch, dass sie wieder ihre Seele frei wird, weißt du, weil die Seelen muss man entlassen und sagen, okay, die Engel standen schon, sie ins Empfang zu nehmen, weißt du, und ihre, sage ich mal, in irgendwo ein Haus oder wie sie zu führen. Und meine Tochter sagt, was war das denn? Weißt du, total leicht, völlig andere Mensch. nachdem das Mädchen Ja, auf die andere ja, Seite ging. entlassen wurde. Äh, wow, ja, wow. Und ich versuche diesen Gedanken zu behalten, weil ich möchte das nun Ja, mit der Familie noch fertig führen, weil du jetzt ja, weißt, eben deine Tochter und dein Sohn, die hatten Erfahrung, sie wissen, da ist eine geistige Welt. Eben deine Tochter hat auch das Mädchen gesehen, gespürt, und sich anders gefühlt, ja, aber macht das nicht wirklich aktiv. Aber deine Großkinder machen das, also eines der Großkinder,
Und du hast gesagt, deine Mutter war da eine Hexfrau oder Ja, was auch immer. Kräuterhexe, genau. Kräuterhexe, genau. Ähm, wie ist das dann mit deinen Eltern, Großeltern? Haben die auch diese Gaben oder ist das bei dir einfach plötzlich gekommen? Ähm, also ich kann mich erinnern, als Kind noch, das war Mama mütterliche Seite. Weißt du, damals nach dem Krieg und dann später, da hatten die keine Medikamente auch, weißt du? Die hat immer sein Pulli gehabt, wo wirklich ganz viele Taschen waren. Und sie ist im Wald gegangen, weißt du so, und dann immer Kräuter. Da habe ich sie gefragt, Oma, was ist das? Ja, das ist ja für Abszess. Wenn du mal Abszess hast, weißt du, und das sind die zum Beispiel Breitweggericht. Weißt du? Du klopft das sind ja verschiedene Kräuter. Stellst du da drauf und dann der Abszess Öffnet sich. explodiert, geht auf, weißt du? Und verschiedene Sachen. Und sie sagte auch, Kind, wenn du das von mir lernen möchtest, dann werde ich dir gerne erzählen. Und ich sage, weißt du, Oma, ich habe kein Interesse dabei, weißt du? Aber heute finde ich schade. Aber ich habe meine Mama noch. Und weißt du, ich habe im Keller ganz viel Kräuter und ganz viele Salben und Tinkturen. Das ist für mich eine Apotheke. Wenn einer sagt, sage ich, okay, komm, mach ich. So, pass auf. Eine Geschichte. Mein Mann hatte furchtbar Schmerzen an Kreuz, ne? Und dann sagte, massiere mich. Sage ich, ach du, ich habe keinen Bock, dich zu massieren. Sage ich, ja. Und ich weiß es nicht, ob du Orgonite kennst. Orgonit. Kennst du Nein, sagt mir jetzt Orgonit? nichts. Okay, das sind so, ich habe das selbst gebastelt, so in Pyramidenform. Das sind ja mit speziellen, das sind ja verschiedene Steine, Edelsteine und Metalle. Ähm, Das wird dann gegossen in eine Form mit so einem Spezialmittel. Okay. Was glänzt, jetzt weiß ich nicht. Okay. Und dann habe ich zu ihm gesagt, nimm das in der Hand. Sagte, weißt du, du hast keinen Bock, mich zu massieren. Okay. Er hat sich mal auf den Bauch gelegt und dann diese Orgonite habe ich ihn mal draufgestellt auf seinen Rücken und dann habe ich ihn operiert und Energie gegeben. Und dann plötzlich schrie er, sagte, was machst du denn? Gehst du da mit Messer hin? Sag ich, nein, das sind die Energie, weißt du, auch Orgonite arbeiten. Schade, dass ich hier keinen habe, der ist erst unten. Da hätte ich dir mal gezeigt, wie das Orgonite aussieht. Ja. Selbstgemachte. So, und dann sagte er mir, es schlägt, ich muss mal raus. Du, er musste sich so übergeben durch diese Energiearbeit und dann war der Schmerz weg. Hat noch, diese ganze Blockaden hat nachgelassen, weißt du? Und das war so schön. Ey, sag mal, jede nächste. Ohne Massage. Das heißt, das war besser als eine Massage. Ja, ja. Ä Und weißt du, und dadurch, sage ich mal, wenn ein Mensch auf mich zukommt oder mich betet und so weiter, dann helfe ich gerne. Aber derjenige muss wirklich bereit sein. Ich bin nicht so ein Mensch, weißt du, früher war ich so. Komm, ich helfe dir, ich spüre da was, ich sehe das. Weißt du, und immer mit Zwang, denke ich mal, das ist meine Energie und das Wertschätzung ist für mich, weißt du, die Energie. Wenn deiner nicht will, dann lass ich einfach. Ja, aber uns wird auch oft gesagt von verschiedenen spirituellen Heilern oder anderen etwas mehr bewussten Menschen, obwohl heutzutage mit all dem, was man so erfahren hat die letzten paar Monaten, weiß man nicht mehr, wer wirklich da bewusst und spirituell Ja, ist und wer das nur als Mittel zum Zweck nimmt, ähm, ja, dass man auf seine Energie eigentlich aufpassen muss. Das ist ja, man ja, soll die Leute nicht überreden. Wer will, der kommt. Aber eben, ich habe ja auch am Anfang gesagt, es ist auch Astrologie und Human Design ist ja auch so etwas, Human Design, Quantum, Gene Keys. Und ich bin ja ein Projektor. Jetzt weiß ich nicht mehr, Quantum Human Design heißt das anders. Das heißt, ich muss eigentlich warten, wenn ich mich gut fühle,
und das mache, was mir Spaß macht, kommen die Leute zu mir. Und das stimmt auch Ja. ziemlich. Und ja, Oliver, glaubst du, du bist das Opfer, du musst dein Leben selbst, und ich versuche ja mein Leben zu steuern, aber es funktioniert nicht richtig. Aber wenn ich irgendwie locker drauf bin und irgendwie glücklich, dann laufe ich im Einkaufsladen, auf der Straße, beim Spazieren mit dem Hund an irgendwelche Leute und ich frage irgendwelche komischen Fragen, oft natürlich übernatürliches, spirituelles, aber die sagen nachher, ja, das hilft. Aber das heißt, die Leute kommen dann zu mir und wenn ich das Gefühl habe, ich muss jetzt jemandem helfen, Mhm. dann funktioniert es eben nicht. Aber da ist auch Genau. wieder, das ist das Schwierige herauszufinden, weil im Human Design sagen, ja, gefragt werden kann man auch energetisch. Das muss ja nicht sein, hey Oliver, ich habe das Problem, sondern man spürt es. Und da Ja. bin ich, denke ich mal, zu wenig in der Balance, dass ich das wirklich richtig spüre. Das heißt, da kommt mein Mhm. Ego und sagt, diese Person braucht Hilfe und dann, bumm, komme ich mit meinem dummen, Ja, meiner Idee und dann geht es nach hinten los, weil die Person gar nicht wirklich wollte. Aber ich habe es nicht gespürt, sie bereit ist. braucht es. Mhm. Mhm. Und du hast das jetzt gelernt. Du bist auch noch ein zwei Jahre älter wie ich und noch Mhm. ein paar, Ja. viel Jahre mehr Erfahrung. Äh, Ja. Aber weißt du, Olli, es ist so, ich habe darunter gelitten, weil ich war auch so, weißt du, oh, Menschen helfen, weil, aber viele waren nicht bereit. Die sollten diesen Weg gehen, weißt du, diesen Schmerz auch erfahren und gehen. Und ich habe auch so unbewusst immer, weißt du, wenn da einer sagte, oh Eva, kannst du mir helfen? Ich bin aufgestanden, weißt du, und dann gearbeitet mit ihr und so weiter. Sie sagte, oh, ich spüre. Aber es wurde von mir die Energie weggenommen. Ich habe mich nicht richtig abgeschirmt, also nicht geschützt. Und Wochenende war ich dann frei von Arbeit, aber lag ich im Bett, mhm. weil die Energie fehlte mir. Ne? Und die haben mir gesagt, wie oft, wie lange haben wir mit dir gesprochen, also die unsichtbare Welt. Du wolltest auf uns nicht hören, dann musst du spüren. So. Und da habe ich gesagt, okay, ich danke euch für jede Erfahrung, was ich dann gemacht habe, weil das hat mich nur gestärkt. Und ich gehe nicht so blind, weißt du? Blind Vertrauen in die Welt, weil diese erste Intuition, was ich habe, war immer richtig. Und da habe ich gedacht, nö, ich gehe mal die andere Seite, Ego, weißt du, die Stimme, ach, machst du nicht. Und da war immer Reinfall. Ja, ich habe vor nicht allzu langer Zeit, eine Woche oder zwei, ich weiß nicht, ob es ein Kollege war oder ob es ein Podcast war oder Instagram Reel aber wenn jetzt in meinem Fall, das war mehr mit der Arbeit. Das heißt, man versucht Mhm. dies, man versucht das. Also ich habe verschiedene Industrien ausprobiert. Ich war noch nicht Doktor, noch nicht Lehrer und auch noch nicht Pilot oder so etwas. Aber sonst habe ich so Okay. ziemlich viel ausprobiert. Und er sagt, das ist ja nicht schlimm. Wie willst du denn wissen, was dein sogenannter Traumjob ist oder der richtige Job, wenn du es nicht ausprobierst? Ein bisschen auch wie Mhm. mit dir. Du hast nicht zugehört, das hast du gespürt. Das heißt, jetzt weißt du, okay, das kann ich nicht. Am Wochenende möchte ich Mhm. Zeit für meinen Mann, meine Mutter, meine Kinder, Ja. Großkinder haben, nicht einfach herumliegen. Ja. Jetzt, während du da erzählt hast, kam auch eben wieder mit den Familien, Kinder, Großkinder, Eltern. Das heißt, deine Mutter, deine Großmutter sind Hexen, Anführungsschlusszeichen, und eben auch in den Wald gehen und diese verschiedenen Kräuter sammeln. Das ist Ayurveda. Und wir sagen, ja, Mhm. Ayurveda. Ja, wir Europäer hatten dasselbe Wissen. Mein Doktor hier in Ja. Indien hat auch gesagt, er war in Deutschland, in Frankreich, und da war in Frankreich in einem, war das Kirchengarten? Er hat gesagt, das ist ja ein ayurvedischer Okay. Garten. Das sind ja all diese verschiedenen Heilpflanzen. Aber niemand versteht mehr, was diese Pflanzen können. Oder Ja, einfach sehr wenige leider. Leute, die haben das nicht aufgeschrieben, die haben es einfach selber gelernt und die schreiben es nicht auf, und dann, wenn sie sterben und die Kinder, Großkinder das nicht lernen wollen, ist das weg. Ja. Und, und, und ja, eben. Aber wie war das eigentlich mit deinem Mann, als du ihn kennengelernt hast? Weil er lässt dich machen
Aber Ja. wie war dann das, als er dich kennengelernt hat? Du hattest ja, Für ihn Neuland, vollkommen Neuland. Sagte, wem habe ich da kennengelernt? Voll Neuland. Und da habe ich ihn so gelassen, weißt du, weil er fühlte sich echt überfordert. also er war nicht abgeschreckt, er fühlte sich einfach überfordert. Nee, nein. Er sagte, weißt du was? Weil ich dachte, weißt du, Ehepaar, wie das immer so in spirituelle Welt ist, weißt du, Schiene, arbeiten zusammen. Und das war mein Wunsch. Warum nicht? Mein Mann mit mir, weißt du, was zusammen aufbauen. Da sagte, nee, lass mich in Ruhe. Da will ich ja nicht in diese Materie rein. Da habe ich gesagt, okay, ich muss wieder alleine hin. Vielleicht ist das dein Weg. Ja, mein Weg ist das. Und weißt du, so eine lustige Situation jetzt ist mir gekommen, wo ich mit den Hunden auch spazieren gehe, ganz viel im Wald und Natur. Ich habe immer diese Kaki-Beutel, weißt du, für Hunde. Ja, Ne? ich auch. So, aber nicht eine, zwei, sondern immer um die Leine gewickelt, ganz viele, weil ich sage, okay, wenn ich wieder Pflanzen finde, dann ist ja voll. So, und die Nachbarn lachen schon über mich, weil die sehen schon, aha, die geht wieder bepackt. Und dann jede Pflanze, wenn ich mal voll habe und so weiter, ich bedanke mich, sage mal, boah, ich danke euch für dieses wunderschöne Einkauf bei euch. Weißt du? Und dann rede ich auch, ganz lustig. Und die hören schon, die kommt schon wieder, ne? So. Es, es ist krass, ja. Ja, Okay, du nennst dich im Buch Ragana. Ist das richtig? Oder ja, was bedeutet das? ja. So, es ist auch eine Geschichte, wo ich nicht glauben wollte. Ähm, diesen Buch geschrieben habe, dann ständig die geistige Welt schreibt, sagte zu mir, schreib auch an deine Signatur Eva Ragana. Sage ich, nein, möchte ich nicht, weil das konnte ich nicht finden. Ich habe mal Wikipedia angeschaut, Google angeschaut. Ich wollte wissen, was das heißt, Ragana. Nichts gefunden. Wo mein Buch zu Ende war, dann haben die gesagt, ey, das ist, so weißt du, ob du bei mir stehen würdest, jetzt nimm Stift und schreib Ragana. Und ich wie ein kleines Kind, nein, mache ich nicht. Schreib und dann erfährst du. Dann habe ich geschrieben Eva Ragana und dann, jetzt darfst du mal suchen, Google und so weiter. Mir ist der Kim runtergefallen, weil plötzlich war dieser Name da. Und dann stand die weiße Hexe, die alles wissen, weißt du? Und das passte auch zu diesem Buch, weißt du? Und dann denke ich mal, macht ihr mit mir immer Rätsel im Leben? Warum nicht gleich? Na? Das heißt, die Weise oder die Weiße? Die weiße Hexe, Okay. die Ja, weiße, ja, weißt du? ja. Wow, okay, die weise Hexe. Ja, Das heißt, du bist von deiner Geisterwelt zur weisen Hexe emporgehoben worden. genau. Und es ist so, wenn mich was da nicht triggert, aber weißt du, so Gedanken kommen, dann ich gehe den Weg, sage ich mal, so immer, wo ich immer meinen Weg habe. Dann sitze ich mich mal, weißt du, direkt an der Fahrradstraße und dann bleibe ich da und meditiere und viele, war schon mir unangenehm, bleiben stehen und sagen, geht's Ihnen gut? Sag ich, ja, das ist alles gut, ich sitze nur und meditiere, weil ich ganz laut, weißt du, und dann tue ich was auch, hantiere mit den Händen, weißt du? Also brauchst du die Hände für die Energien? Oder? Ähm, nein, wenn ich zu jemandem auch Kontakte aufnehme, dann gehe ich dahin, weißt du? Und so ist es auch angefangen, weil ähm, wo ich dann in diesen zwei Welten war, wo ich gesagt habe, ich weiß es nicht, ob ich das schaffe. Ich sitze zwischen zwei Welten. Ich komme wieder auf die Erde, normal mein Leben und dann bin ich wieder da. Wann kann ich anfangen, mit euch zu arbeiten? Dann die Stimme, also der Geist sagte zu mir, es ist noch nicht die Zeit. Sag ich mal, warum? Und dann habe ich, weißt du, artikuliert, auch mit den Händen und so weiter.
Und dann sagen die zu mir, nein, du bist noch nicht so weit. Und das stimmte, weil ich mich so geschämt habe, weißt du, wenn ich mal draußen war, ähm, die Kontakte aufzunehmen und so sprechen wie mit mir. Aber das war alles unsichtbar, weißt du? Und da habe ich mich echt noch geniert und geschämt und habe mir gesagt, wenn du hundertprozentig dahinter stehst mit der Gabe, dann wird es angefangen. Und da habe ich gesagt, okay, das möchte ich gerne, habe ich keine andere Wahl, das werde ich tun. Und da, weißt du, war richtig so, Als du dann wirklich eben die Entscheidung getroffen hast. genau, und diese Entscheidung, genau, Ja, dieses das ist Vertrauen. dieses, hört man immer wieder, wenn du dich entscheidest, einen Weg zu gehen, auch wenn er riesengroß erscheint und Ja, offenbar kein Weg dahin führt, aber die Entscheidung, dass du es machst, dann öffnet sich das Universum, Gott, was auch ja, immer, und Sachen ja, kommen zu dir, damit du es erreichst. Aber du musst die Entscheidung genau. treffen. Genau, das ist sehr wichtig, weißt du? Weil dann stehst du an einem Weg und dann sieht Abgabelung, ne? Links und rechts. Wo willst du hin? Was möchtest du erreichen? Ähm, Es stehen auch Menschen, weißt du, mit Entscheidung im Leben. Dann sage ich ja auch, weißt du? Dann schilder ich das genauso, dass sie das verstehen und Beispiele nennen. Und dann, weißt du, dann gehen die wirklich in diese entscheidende Weg auch, was wirklich jahrelang gesucht haben. Und da sagen du, ey, das hat sich gelohnt, Also, diesen Weg zu gehen. das heißt, du hast Kunden, die nicht wissen, wo sie im Auch, Leben genau, weiter sollen. genau, Und wie genau. hilfst du ihnen dann? Ist das wieder geistige Welt, Aura, Bilder? Wie hilfst du So, Menschen zu finden, wohin? weißt du, wenn ich telefoniere oder es kommt drauf an, online oder offline kommen, ich schließe die Augen und dann sehe ich sofort diesen Weg, wo sie gehen sollen und dann bekomme ich Informationen. Sag es, wenn da Zweiflung kommt, erklär es, mach das bildlich, dass sie das mal auch, sage ich mal, ganz einfache Wörter auch, dass sie das verstehen, weißt du? Ne? Zum Beispiel, was kann ich dir als ein Beispiel geben? Eheprobleme gehabt. Ähm, Die kam zu mir, also die Ehefrau, und sie hat nicht verstanden, welchen Weg sie gehen sollte. So, und dann nach der ganzen Session, was sie bei mir war, hat sie den Ehemann auch involviert und die haben das echt verstanden. Ähm, Der Mann ist ausgezogen. Das war kurz vor Weihnachten, weil er wusste nicht, wo er sich findet. Und sie war hier. Ich habe sie mal in Quantenraum Raum genommen. Das heißt, dass sie sich in energetischen Raum befindet, wo sie sicher ist und geborgen für sich ist, dass sie sich dann mal fühlt. Und da haben wir ganz viel abgearbeitet, Blockaden und Szenen auch von der Ahnenlinien. Und dann ist sie nach Hause gefahren und sagt sie zu mir, nach 2 Wochen, der Ehemann ist wieder zurück. Weißt du? Weil die sich wieder gefunden haben und viele Themen und Blockaden, was Unterbewusstsein. Und sie hat sich echt auch verändert. Sie hat mit sich gearbeitet. Und da sage ich, weißt du, das war für dich, dein Mann, so ein Arschengel. Der hat dich gespiegelt. Ja, Weißt du? Und das hat sie mal gesehen danach. aha, das heißt, du hast einfach ihr geholfen zu sehen, dass alle Menschen eigentlich ein Spiegel eines Selbst sind. Also, und natürlich Genau. die Ehepartner, das sind oft einer der, oder die Kinder oder Eltern, sind oft die Ja, stärksten Spiegel, die wir haben. ja, genau. Und sie sagte, ich glaube es nicht, dass er nach Hause kommt. Sag mal, liebst du ihn? Ja, er liebt dich auch, weißt du? Und dadurch, das war vor Weihnachten so wie ein Geschenk. Wow. Ja, Natürlich, er wusste nicht, dass sie bei mir war, ne? Also das hat sie mit sich gearbeitet. ja, ja. Ne? Aber er ist nach Hause gekehrt. Aber sie war bei dir und dann hast du mit ihr Bei mir. persönlich.
Aber du gearbeitet, arbeitest genau. auch über Telefon, WhatsApp, Zoom. Genau. Online auch. Und wenn einer sagt, ich möchte mal dich persönlich sehen oder kennenlernen, herzlich willkommen. Wie, wenn wir gerade dabei sind, was ist für dich einfacher, eine Person vor dir zu haben oder ist es egal? Das ist egal. Oder hat sich das entwickelt, weil du hast angefangen als eben, wie sagt man das, Nageldesignerin Ja, und da hattest du die Leute in der Hand und dann genau. hat sich das verbessert oder vereinfacht oder? Entwickelt, genau, entwickelt. Und da, weißt du, ist es so, dass ich die Gabe auch habe, dass der Mensch sagt, okay, wenn das zum Behandlung geht, Heilenergie und so weiter, da sage ich, pass auf, leg dich hin und ich hole des Menschen, weißt du, zu mir. Ich frage er auch erst mal die Seele, ob sie mal Heilung möchte, weil ne, es muss gefragt werden. Oder Kinder. Die Kinder, sage ich mal, die Eltern sind verantwortlich für die Kinder. Okay, aber wenn es ein Säugling ist, sage ich mal, dann ich frage direkt die Seele. Ne? Und wenn die Seele sagt, ja, ich möchte gerne, dann sage ich, komm, ein kleines etwas, ich werde dich mal auch behandeln. Naja, und dadurch habe ich keine Probleme, ob da einer hier ist oder in fern. Ne? Fernweg, ja. Ähm, während du da gesprochen hast und du sagst eben, du verbindest dich, da dachte ich, okay, ich habe diese Diskussion mit Kollegen oder man hört das auf Podcasts oder Mhm. Shows. Wenn du meditierst oder nein, sag mir, Ich gehe in mir ja, hinein. wenn du Kontakt aufnimmst mit der geistigen Welt, musst du da irgendwie in eine tiefe Trance kommen oder passiert das so? Ähm, Es ist so, ich vorbereite mich, vorbereite meinen Raum auch, dass das alles mit Licht befüllt ist. Dass nichts Fremdes, was nicht dazu gehört. Weißt du? Weil ich das gelernt habe, sage ich mal, wenn man sich nicht schützt, kommen alle rein. Alle rein. Weißt du, Juppie. Wie schützt man sich dann? Also ich bin jetzt hier in einem Raum, du siehst jetzt nur das violette und das gelbe Licht, Ja, vielleicht noch die Kerzen, die etwas nicht so stark brennen. Ähm, ja. ich habe einen quadratischen Raum, wie dein Raum aussieht, nicht wirklich quadratisch, aber ich habe diesen quadratischen Raum hier und sage, okay, ich möchte Ja. mich jetzt mit meinem, keine Ahnung, meiner Geisterwelt, meinem Engel oder mit meinen Krafttieren verbinden, möchte aber nicht die Schattenelemente haben. Was Nein, mache das ich dann? Wie brauchst du. schütze ich mich in meinem Raum? Genau. Das brauchst du nicht sagen, dass du keine geistige Welt haben möchtest, weil wenn du sagst, ich bitte um Wissen, Segen und Schutz, das reicht schon, weißt du? Und dann gehst du mental, dass du um dich herum so eine Säule hast, in deinem ganzen Raum. Du rufst deine Helfer und so weiter, die stehen parallel, weißt du? Und ich arbeite gerne auch mit Klangschalen, dieses Klang, weißt du, aber es ist so, es reicht dein positives Wort und das Lichtfrequenz anzunehmen. Und dann bist du schon geschützt. Aha, das heißt, Viele sagen, weißt du, viele sagen, ja, wenn du dich ständig schützt und so weiter, das ist ja Bullshit, weil wir haben so in dieser Welt so vieles Unfug und Negatives und Böses, weißt du, und das sind die Polaritäten, Gut und Schlechtes, weißt du? Und wenn du sag ich mal, in andere Frequenz gehen willst, dann ist es immer schützen, schützen, schützen. also sage einfach, ich möchte geschützt oder ich Ja, ein mit deinen Schutzraum, ich Worten. bin in meinem geschützten Raum und du hast gesagt eine Säule, also nehme ich an, eine Säule, die mit weißem Licht gefüllt ist, um mich herum. Ja, Also ich habe auch ja, mal gehört, dass man sich das vorstellen kann, also alle Wände in mhm, Licht, den natürlich. Boden, die Decke auch in Licht und wie der Boden oder die Decke sich nach unten oder der Boden nach oben bewegt und sich das Ganze mit Licht füllt und
durch das alles, was nicht dazugehört, Ja, wie wegdrängt. Habe ich auch mal gehört, genau. so in diese Richtung. Ja, du, aber so, es gibt so viele Möglichkeiten. Du kannst mal auch dir vorstellen, so einen riesen Luftballons und du gehst über die Schwelle in diesen Luftballons und dann holst du dir ganz viele, sage ich mal, Farbtöne und so weiter. Und wenn du möchtest, dass du stabil bist, gehst du aus diesen Luftballons und klopfst du, weißt du, so wie ein Dings, alte Fernseher sowas ist, weißt du? Dann sagst du, okay. Und du entscheidest, wem du Energie gibst. Nicht von, weißt du, ach jeder nimmt von Olli was mit. Ja, ja. Du entscheidest. Okay, anstatt sich zu fokussieren, dass ich mich schütze, mehr mit sagen, was will ich überhaupt, dann ist man geschützt. Okay, das heißt, Genau. dann hast du einen geschützten Raum für dich erstellt. Das kann ja auch im Wald sein oder im Fahrzeug Ja, natürlich. oder irgendwo. Und dann verbindest du dich mit der Welt, also der anderen Seite. Genau. Es kommt drauf an. Wenn ich, sage ich mal, nicht operieren muss und so weiter, dann die stehen da und manche sind Engel so langweilig, die stehen so, hast du so. Weil ich die nicht brauche. Aber wenn ich mit Menschen, sage ich mal, okay, dann ich gehe, weißt du, mit meiner Energie, mit meiner Hellsichtigkeit, gehe ich in die Energie rein und das ist so eine schöne, ruhige Zeit auch, weißt du? Und manchmal denke ich, okay, du möchtest bei dir zu Hause sein, ist okay. Manchmal hole ich sie mal in meinen Raum und dann wir sitzen wie du mit mir zusammen und da kann ich, weißt du, mit dir arbeiten. Zum Beispiel eine Frau, also Oma, hat mich gefragt, ob ich einem kleinen Mädchen helfen kann. Das war so Enkelkind. Dieses Enkelkind war 3 Jahre alt und konnte nicht sitzen. Haben wir so viel Zeit noch? Ja. Wir haben Zeit. Alles klar. So, nicht sitzen. Sie hat mir mal Fotos gesendet, dass ich mal dieses Kind sehen durfte. Dann habe ich gesagt, die Mutter soll sie auf den Tisch stellen und fotografieren nackt, also die andere Seite, dass ich sehe, wo die Falten sind. Sie war total schief, ne? So, Schiefstand gehabt. Die Und Wirbelsäule, sie, oder? genau. So, und die Ärzte haben gesagt, weil sie hatte ständig Epilepsie und das Kind hatte dieses Helm, weißt du, wenn sie umfällt, dann mag sie sich da Ah nicht ja, habe ich was. auch gesehen, dass Kinder so einen Helm haben. Sowas, ja, und das Kind konnte nicht reden. Einfach, weißt du, mit Entwicklung ein bisschen zurückgeblieben. Dann habe ich gesagt, wenn ihr mir vertraut, dann bitte sendet mir mal dieses Bild. Dann habe ich energetisch dieses Mädchen behandelt. Dann hat sich herausgestellt, sie hatte hier Blockaden, weißt du, an Atlas gehabt. Ja. Dass keine Energie Ja, durchgegangen die ist. Nerven, Ne? die Nervenstränge waren Die blockiert. Nerven und die Ärzte immer, weißt du, was anderes und so weiter. Und das Kind muss operiert werden, weil die epileptische Anfälle hat. Sag mal, bitte, bitte, lass das Kind nicht operieren. Ständig habe ich mal die Stimme Ja. bekommen. So, Woche später, dieses Kind hat angefangen, alleine zu sitzen, weißt du, ohne Stützung. Monat später keine epileptische Anfälle gehabt, weißt du? Und dieses Helm ist jetzt heute weg. Ja, das heißt, weil du energetisch da gearbeitet hast. Also du bist schon recht Genau. vielfältig, wenn ich dir Ja, zuhöre. Das also ist, ich liebe. Weißt du, es ist nicht langweilig, Uli. Es ist nicht langweilig. wir können da locker 5 Stunden sprechen. Jetzt hast du hast darüber gesprochen, du hast deinen Kindern geholfen, du hattest einen Teufel da, du hast ihn mit deiner Selbstsicherheit weggebracht, weil er dachte, einfach, du hast viel Energie gebraucht, deinen Sohn zu heilen. Jetzt da ist eine einfache Seele sozusagen. Du hast eben das Kleinkind, was selber nicht sitzen kann. Und dann irgendwann habe ich gar nicht aufgeschrieben, oder doch? Ja, Tiere, dann kam mir im Kopf, hast du auch Kontakt mit Tieren? Und wie Genau. ist das mit Tieren? Weil ich habe da mal
Tierkommunikation zugehört, die sagen, das sind auch Seelen. Andere Menschen sagen, na, die haben schon eine Seele, aber das ist nicht dasselbe wie Menschen, weil wir haben eine Ja, mehr bewusste Seele, welche tiefer ist oder vielfältiger als Tiere. Nicht, dass Tiere keine Gefühle haben. Ich hatte 2 Hunde und Katzen, also die haben Gefühle. sie haben das Gefühl. Aber wie kommunizierst du mit ihnen, falls du kommunizierst? Oder hast du geholfen? Du, genau, das kommt auch spontan. Eine Geschichte, ich war mit einer Freundin im Peru und sie hat einen Hund verloren, das war ein großer, weiß ich nicht was für Rasse. Und sie hatte immer so aus der Asche so einen Schmuck gemacht, weißt du, mit schöner Kette und so weiter. Und sie hang an diesen Hund. Und da habe ich gesagt, meine Güte, du möchtest einen nächsten Hund auch haben, aber trennt dich von den Gestorbenen. So, und dann sagt sie, ich kann es nicht. So, wir waren am Strand gewesen und sie hat diese Kette rausgenommen und auf ein Handtuch draufgelegt. So, die Kette war total, also schnell verschwunden. Sie hat panisch diese Kette gesucht, weil sie sagte, mein Benny oder wie er Ja. hieß, weiß ich nicht, der ist weg. Und ich saß da und dieser Benny kam auf mich zu und dann sagt er zu mir, endlich bin ich los von ihr. Weißt du, als Asche. Und dann sage ich, Sonja, sage ich muss dir was erzählen. Dann sagt sie, bitte nicht jetzt, ich suche. Sag mal, du suchst und findest du nicht. Der ist wirklich weg. Danach hat er mir gesagt, sie soll nicht mehr traurig sein. Es ist die Zeit, dass sie einen neuen Hund bekommt und er wird neu inkarniert, aber nicht in Deutschland, weil sie sagte, werde ich ihn noch finden, werde ich ihn noch mal sehen, sage ich nein. Er wird in warmen Land wiederkommen als Cocker Spaniel. Und sie sagte, Gottes Wille, von einem Riesenhund auf Cocker Spaniel. Dann hat er mir gesagt, ja, warum? Weil er möchte in der Familie kommen, wo Kinder sind. Und als kleines Hund, weißt du, Kuschel und so weiter. Und der war so riesig Hund und weißt du, er möchte, wo Kinder sind. Und sie sagte, und dann die Farbe auch angenommen. Das war beige, gefleckt mit weiß. Weißt du, und sie sagte, boah, so einen kenne ich auch von Bekannten. Aber weißt du, in diesem Sinn hat er sich gezeigt und mit mir gesprochen. Heftig. Okay, das ist sehr interessant. So, und nochmal, meine Katze ist auch verschwunden damals, 3 Wochen, und jeder sagte, such es nicht, weil es konnte vergiftet werden, weißt du, ganz viele Hasser gibt es auch, Ja, ne? Oder mit Autounfall oder so, da Fuchs. sage ich nein. Oder Fuchs, genau. Sage ich nein, meine Intuition, meine geistige Welt sagt, der ist da. Und dann habe ich mit ihm, das war so bei Essen, weißt du, dann höre ich Stimme von meiner Katze und sagt, ich habe sehr geweint, weil, weißt du, das war spirituelle Katze, hat sich immer an meinen Schoß gelegt und egal wie ich weit meditiert habe, war immer bei mir. Naja, und dann sagte er zu mir, such mich nicht, ich komme dann, wenn du mich nicht mehr, wenn du mich nicht mehr brauchst, so ungefähr, weißt du? So, dann bin ich so eine Allee gegangen. Bei uns sind doch Walnüsse-Allee. Wieder zu Hause mit Hundi. Und dann plötzlich, also ungelogen, von letzten Baum ist eine Walnuss runtergefallen. Und dann stehe ich da und gucke ich, diese Walnuss genommen und plötzlich höre ich Katze-Stimme. Miau, 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 miau. Und ich denke, Mom, Nala ist da. Du, die war so Abgemagert. verzweifelt, abgemagert. Weißt du, ich weiß es nicht, weil sie plötzlich kam. Sie ist mir hier so drauf, weißt du, gesprungen. Ich nach Hause, mein Mann geweckt. Sag mal, wir haben einen Banana gefunden, meine Katze. Siehst du? Aber es ist so, man muss wirklich an den Glauben, was dein Bauch sagt, was deine Gefühle sagen. Und jeder sagte, nein, kannst du sagen mal hier,
meine Katze ist wieder da, weißt du? Total schräg. Aber das heißt, jetzt hast du zwei Geschichten erzählt. Hast du auch Kunden, welche die Tiere suchen oder Probleme haben, dass das Tier vielleicht krank ist oder nicht mehr isst oder schläft oder keine Ahnung? Also so nicht, also von Bekannten schon. Ähm, wo diese ein Hund ist immer ständig krank, wo sie mal immer Urlaub plant, weißt du, und dieser Hund ist immer bei den Eltern und dann hat er Geschichten erzählt. Da denke ich mal, das kann ich Ihnen nicht erzählen, weil das ist ja wirklich so auch ins Lächerliche gezogen, weißt du, der Hund, die Frauchen. Und dann sagt sie, du hast echt recht, wenn ich so nachdenke, es ist genau sein Charakter. Okay. Jetzt, meine Notizen waren, im Buch erzählst du, wie du der Geisterwelt hilfst, aber auch den Menschen. Also du hast jetzt gezeigt, du hattest mit deiner Tochter, die war besessen, bei deinem Sohn, das war eine energetische Heilung, dein Mann auch, und da war irgendwelche Blockaden. Wie ist das in der Geisterwelt? Eben, als ich das Buch gelesen habe, danke nochmals, war sehr interessant. Hatte glücklicherweise eine bessere AI-Stimme, um die Geschichte zu hören. Ah ja, okay, alles Ja, weil klar. ich habe das ja am Abend im Dunkeln gehört, die Geschichte. Oder die Geschichten. Und du erzählst da, wie du im Wald oder anderen Orten an Geisterwesen läufst, die verloren sind. Wie das Mädchen, das wurde ja verbrannt und wusste nicht, es ist tot. Mhm. Wie kamst du dazu, der Geisterwelt zu helfen, weiterzugehen? Und Mhm. wieso brauchen die Hilfe von Menschen, damit sie wieder... Oder Mhm. was ist passiert, dass sie Hilfe brauchen? Mhm. Das sind jetzt ein paar Ja, Fragen. Ich hoffe, dass... ja, 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 ist alles gut, alles gut. Es ist so, weil die suchen immer Leute, was medial sind. Und dann zeigen sie sich und dann oder erzählen Geschichten, die was schon wissen, dass sie tot sind und weiter nicht kommen können, weil irgendwie eine Geschichte da nicht, die noch hält. Ja, noch nicht fertig. Ähm, Die Geschichte ist nicht fertig. genau, genau, genau. Guck mal, also eine Geschichte noch. Ich bin mal den Weg gegangen und dann bin ich stopp geblieben und dann höre ich so eine Stimme. Komm schon, bleib doch mal hier. Und dann schaue ich mal, eine Frau steht mit einem Kind in der Hand und dieses Kind will weiter. Diese Frau hält das Kind und wartet auf irgendwas. Und dann habe ich gesagt, okay, ich werde ihr helfen. Aber die geistige Welt sagte, geh weiter, die hört dich nicht, weil sie noch nicht so weit ist. So, das hat, weiß ich nicht, eine Woche gedauert, ist immer so, hallo, sage ich, die hat mich nicht gesehen, so weißt du, ich sehe dich, aber du siehst mich nicht. Naja, okay. Und dann plötzlich kamen Stimmen, aber die Stimmen waren so, weißt du, so nach Unfall. Ähm, Schmerzen, Hilfe, so, weißt du? Die gleiche Stelle, wo die Frau da stand. Und dann komme ich näher und dann sehe ich Unfall, Zug ausgegleicht, genau. Ganz viele Leichen und so weiter. Dann denke ich mal, oh, weia, weia, was ist da los? Und vorher noch hatte ich ja eine Lichtsäule dargestellt, obwohl ich nicht wusste, was da kommt. Und da stand riesengroße Enkel immer hinter diese Säule, weil sie sagen, da wird immer die Seelen schickst du dahin. Weißt du? Zum Entlassen. So, und dann kam aus dieser Leichentrommel ein großer, stämmiger Mann mit Zylinder und dann sagte, hilf uns. Und ich stand so, weißt du, so, wie in Geisterwelt, wie Alice in Wunderland, denke ich mal, ich kann euch nicht helfen, das ist zu viel für mich, das ist zu groß. Dann bin ich Schritt weiter und dann sagen die, du kannst die nicht so lassen. Die haben echt gelitten, weil sie zwischen die Welten standen. Die konnten nicht weiter und die wollten nicht hier. Weißt du? Aber wieso konnten Na, sie nicht weiter? Was hält sie zurück? ja, durch Schock. Durch Schock. Durch diesen Schock, wo die mal da getötet waren. Ein plötzlicher Tod. Also ein Mord Genau, oder ein Unfall, genau, also genau, Zugunglück.
Richtig. Boot, Flugzeug, was auch immer. Das ist es, Oder genau. man wird erschossen und weiß nicht, also zum Genau, Beispiel genau, Krieg. Hast du genau. auch gehört, dass... Oh, das ist ganz schrecklich. Da werde ich dir noch, erinnere mich noch, wenn wir noch Zeit haben. So, und dann, weißt du, und da habe ich gesagt, okay, alle in der Reihe. Und da, weißt du, das war so viel Menschen und dann, oh, Schmerz, Leichen getragen haben, Wunden, Blut geflossen und so weiter. Okay. Da stand ich da und da sage ich, die geistige Welt habe ich gerufen, die ganze Engel und so weiter, sag mal, ihr müsst mir helfen, weil das zu viel ist. Dann habe ich das alles aufgestellt. Auch diese Lichtsäule war da. Diese Lichtsäule, das war so wie Fahrstuhl, weißt du, mit Licht. So, und jeder in den Fahrstuhl rein, weiter. Weißt du? Ja. So, und dann sage ich, okay, ich bin jetzt weg, ich bin mal meine Gedanken gesammelt, bin ich ja joggen gewesen. Und dann zum Schluss sehe ich die Frau mit diesem Kind. Dieses Kind ist auf mich zugekommen. Das war so ein kleines Mädchen, so schöne, zierliche Mädchen. Die ist mir bis zum Becken gekommen, weißt du, so klein. Und da sage ich, sie hat sich bedankt, dass ich die Seelen freigelassen habe. Und da sage ich mal, du, kommst du wieder auf die Erde? Sagt sie, nein, ich muss mich erholen. Und den Moment ruft die Mutter, komm schon, der Zug kommt. Und diesen Zug habe ich gesehen, weißt du? Sie hat mir noch gewunken und dann sind die mal in diesen Fahrstuhl rein und dann war weg. Und dann war auch die Lichtsäule weg, der Fahrstuhl. Genau, genau. So, und die andere Seite wieder einen Monat später, vom Krieg, wie du sagst, das war wieder von Westen. Da kamen die alle Leichen. Ich habe so einen riesen Spielplatz gesehen. Und plötzlich war Bombenattacken, Schreie gehört. Krieg ich Gänsehaut noch, weißt du, Kinder da haben gespielt. Dieses ganze, sag ich mal, Schaukel und so weiter. Da habe ich gesagt, stopp, 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 stopp. Die haben mich, weißt du, umzielt und sage ich mal, langsam. Weil ich diejenige war, wo Ordnung schaffen sollte. Weißt du, was ich meine? Mhm. Diese Führer war ich jetzt, ich habe das übernommen. Da habe ich gesagt, okay, wo sind eure Eltern oder Erwachsene? Keiner war da. Da waren nur Kinder. Da habe ich gesagt, okay, möchtest du noch Schaukel? Ja, nimm die Schaukel mit. Möchtest du mal Karussell fahren? Okay, nimm die Karussell mit. Und die haben alles, weißt du, Spielzeuge, Teddy, alles mitgenommen, mit in den Fahrstuhl, in der Säule mit, weißt du? Dass die was nicht vermissen, was die mal was Wertvolles hatten, weißt du? Und dann plötzlich, du, das war so ein Stille, so wie nie zuvor was gewesen war, weißt du? Da denke ich mal, boah, Hammer. Aber das, ist ja- das, da bist du bist ja richtig überfordert, also stimuliert. Passiert das jede Woche? Ist das so mal zwei, dreimal im Jahr? Nee, das ist unterschiedlich. Manchmal eine Woche nichts und dann kommt bom, 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 bom. Wie das gebraucht wird. Mal eine Woche nichts. Nicht so mal 6 Wochen nichts oder so. Okay. So, zum Beispiel, weißt du, ich habe mit einer Frau mich unterhalten, das war auch so, und sie sagte, da sage ich, spüre was. Was hast du denn? Du hast dein Haus irgendwie in der Nähe von Friedhof, ne? Sagt sie, ja, das war auch, die Grundstücke waren ausgeschabt und so weiter. Sage ich, ja, oh Gottes Wille, ich will nicht in deine Haut stecken, sage ich zu ihr. Und sie sagte, ja, ich fühle manchmal, dass es bewegt sich was. Zu Hause fühle ich auch, weißt du, so Schritt und so weiter. Da habe ich zu ihr gesagt, ein Fehler war das von mir. Da sage ich, sag den ganzen Geister, sie sollen zu mir kommen. Ich habe nicht konkret gesagt, wohin, sondern kommen die. Morgen stehe ich auf, überall hier Schmerz, Küche voll von Geister. Da sage ich, Moment, was sucht ihr denn hier? Du hast uns gerufen. Sage ich, nicht hier, nicht hier. Und dann habe ich die alle geführt, weißt du, in diese Lichtsäule, wo die warten sollen und sage ich mal, ich komme dahin. So, ich habe die alle entlassen und da denke ich mal, jetzt achte auf dein Wort, ne? Und das war auch für mich eine Lehre. Und wenn du jetzt Friedhof nennst oder alte Ja, Grabstätten, ja. äh,
Gehst du ab und zu einfach mal auf den Friedhof, um mit Geistern zu sprechen und ihnen zu helfen? Oder? Ja, du, manchmal habe ich so ein Verlangen. Das war so eine Geschichte, wo ich so gerufen wurde. Mein Auto wurde in der Garage in der Stadt verschlossen, wo nie das gemacht wird. Und ich musste nach Hause, sage ich mal, 40 Minuten zu Fuß. Okay. Und das war so ein schönes Wetter gewesen und dann immer die Stimme. Wenn du neben Friedhof gehst, komm hier vorbei. Okay, bin ich da rein, habe ich mich hingesetzt und plötzlich die Stimme. Da ruft einer und ständig, weißt du, und das war Telefon von meinem Sohn. Und das war nachts bei ihm, weil das 10 Stunden Unterschied ist. Ja, Australien. Ich denke, Australien. Da denke ich, was ist da los? Mutter, ich brauche deine Hilfe. Da sind ja bei der Freundin, die hat Portal geöffnet und dann ist Halligalli. Ähm, Bett hackelt und rickelt und so weiter. Und ich, okay. Da, weißt du, waren 2 ältere Frauen mit Gießkanne, Gräber, weißt du, so befeuchtet haben, Ja. ne, die Blumen. Und denke ich mal, meine Fresse. So, ich die Augen geschlossen und dann laut gesprochen. Und mit einen Augen geguckt, wo sind die Frauen, ne? Nicht, dass Also das heißt, ich. du warst auf dem Friedhof, während dein Ja, Sohn angerufen hat, dass ja, Poltergeister oder keine Ahnung. ja, genau. Und Und du da, hast weißt du, ich dann bin, Fernheilung gemacht im Friedhof, während genau. da 2 ältere Frauen gewässert haben. Genau, und die haben mich gehört, was ich da, weißt du, so spreche. Und ich bin mit meinem Geist nach Australien gereist. Ja, Weißt du? ja, ja. Mit meinen auch Helfer und so weiter. Sag mal, ihr müsst alle mit. Okay, ganze Truppe mit. So, und dann stand ich in dieser Wohnung von der Mädchen, von Freundin von meinem Sohn. Und da war ein Pärchen, also geistige Wesen. Ähm, Die haben da Party gemacht. Die hatten ganz viel Alkohol getrunken, weißt du, die Geister. Und dann sag ich mal, was macht ihr denn hier unerlaubt hier so ein Polterdings machen und der Frau so Ängste zu schildern. Ja. Und dann stand sie so neben, also wirklich so. Und dann sagt sie zu mir, du hast hier nichts zu suchen. Ich vernichte dich. Und ich sage, na mal schauen. Weißt du? Sie war so aggressiv, da sage ich zu ihr, das ist deine Schuld, dass du verstorben bist, weil du alkoholisiert bist und Motorrad gefahren bist, noch mit deinem Freund. Und die sind verunglückt. Ja. So, und dann war noch eine Truppe mit und da sage ich alle raus. Und die sagen, nee, wir kommen nicht raus, wenn die, was sich so gestellt hat, weißt du, Ja. diese Führerin, nicht geht, dann wir gehen auch nicht. Dann sage ich, okay, wir schauen's. Wer hat da nur Ausdauer? So, und dann habe ich so gemacht, getan, gemacht. Dann war sie so weich, da hat sie sich entschuldigt. Und dann sagt sie, okay, dann hat sie sich entschuldigt auch für diese Bewohnerin. Und dann habe ich sie, also weißt du, ins andere, sage ich mal, ähm, entlassen. Ja, also ist sie dann auf die andere Seite gegangen, also von der Welt weg. Weil Genau. sie wollten nicht weitergehen, weil sie zu früh gestorben sind oder Genau, das Gefühl hatten, sie so, wären zu früh gestorben. genau. Und dass die junges Mädchen, weißt du, hat was angenommen, nicht sich geschützt, so wie, nicht Ayahuasca, aber in Form von irgendeiner Tablette. Aber das ist ja nicht schädlich gewesen. Sie hat sich geöffnet, aber nicht geschützt. Okay, das heißt, dein Sohn war mit seiner Kollegin oder Freundin zusammen und sie hat dann Ja, irgendeine ja, Medizin, also ein ja, Halluzinogen Medizin genommen so. Ja, genau. und durch das haben sich ihre Die Portale, genau, sich geöffnet, die was nicht sollten. Okay, jetzt gut, dass du das öffnest. Das habe ich nicht auf meiner Liste, aber das ist auch so eine Diskussion die letzten paar Jahre. Ayahuasca, Ja, San Pedro, Magic ja, Mushrooms, etc., was das so gibt. Wir sagen ja, in Europa haben die Hexen und die Zauberer diese Magic Mushrooms genommen, in Südamerika Ayahuasca.
Sibirien gibt es scheint auch etwas Ähnliches Ayahuasca. Die Indianer, also Native Americans, haben Ja. San Pedro und diese Frösche. Was ist dein Wissen von der geistigen Welt oder Erfahrung mit diesen, wie sagt man, Mhm. Heilmedizin oder Halluzinogenen? Wo ist da ein Nutzen? Weil die Schamanen nehmen das ja, um den Menschen zu helfen, zurück zu ihren Traumata zu gehen, diese zu lösen oder einen Weg zu finden. Aber es gibt auch viele, die sagen, nee, 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 du kannst da, eben du sagst jetzt, Porten öffnen für Poltergeister oder keine Mhm. Ahnung, wie man die nennt, Shayavaya-Geister oder für Fähigkeiten, wo du selber noch nicht bereit bist dafür. Das heißt, du glaubst Mhm. nicht an das Übernatürliche und jetzt hast du plötzlich eine super Intuition Mhm. und hellseherisch. Und was ist so deine Erfahrung mit diesen Ayahuasca, San Pedro etc.? Ja, ähm, sind zwei Sachen. Das, was man tut, dass die Portale ganz anderes geöffnet werden, also mit der positiven Energie, mit Schamanen und geistige Welt, ist es super. Da stehe ich dazu. Aber der, was nicht weiß, wie man sich schützt und mit, sage ich mal, Ayahuasca und dieses Kaktusgeschichten, da ist immer ein Schaman dabei, wo wirklich dich mal gläsert, durchrenkend. Und wenn das irgendwas ist, was nicht richtig wäre, Gefahr für dich, dann gehen die sofort rein und beschützen dich. Weißt du? Mhm. So, und das ist sehr, sehr wichtig, weil da bist du verloren. Du gehst in andere Dimensionen und kannst du, wenn ungeschützt bist, gehst du in andere Dimensionen und da bist angehaftet. Aha, das heißt, Ich habe, ja, dann kommen Energien oder Geister, die heften sich an dich oder den Ort, wo du wohnst. genau, genau. Und mit Schamanen, die was wirklich, wirklich clean sind, mit dir gute Absicht haben, die führen dich mit der Energie. Du spürst das nicht, aber die sind permanent mit dir in Verbindung, mit dem Geist, deinen Geist und Geist von der Pflanze. Ich habe es gehört von einer Bekannte, also meine Bekannte. Sie war Dolmetscher von Schamanen. Und sie hat Zeremonie auch dolmetschet, weißt du, so Spanisch. Aha, um den So, Leuten zu helfen von Europa, welche nicht das Spanisch genau. der. Und sie war da irgendwie, weiß ich nicht welches Land, und sie sagte, das war wieder andere Gefühl. Die Frauen waren da vergewaltigt von dem Schamanen. Und die wussten nicht, was für Gefühl es gewesen war nach diesem ganzen Prozess, weil die dachten, die haben Halluzinationen, weißt du? Und da muss man wissen, mit wem man zu tun hat. Also das war jetzt ein schlechter Schamane in diesem. Das war echte Schamane. Und der hat das als Mann ausgenutzt, weil sie in Trance war. Ah, meine Güte. Ja, aber das Das, habe ich auch gehört, eben diese indischen Gurus. ach ja, das, Gibt es auch ja, diese ja, genau. Sexgurus, welche sagen, ja, ich bin wie Jesus, Buddha, Ja, keine es ist Ahnung, furchtbar. Krishna Ja. und kommt zu mir, weil Gott will, dass ich so viel Sex Mhm. mit so vielen Frauen wie möglich Mhm. habe. Und das ist ja auch das, was ich gehört habe, was ich meine, die hatten vielleicht ein Erwachen oder neue Ja. Gaben und jetzt Mhm. können sie durch ihre Worte Leute wie in Trance versetzen und bekommen, was sie wollen. Und in diesem Fall ihr tieferes Bewusstsein ist Sex mit allen. Mhm. Mhm. Und weil sie jetzt eine Gabe haben, dass durch ihre Worte die Leute wie verzaubert sind, machen die Mhm. Leute mit, Ja, ja. weil man nicht Wie vom Herzen gesagt, kommt. genau, genau. Es ist wirklich wahr, weil du musst, weißt du, weil gibt's überall, auch Schamanen und Schamanen, weißt du? Ja, ja. Oder Da Gurus. muss Oder ist man auch, genau, genau wissen. Und ich wollte auch Ayahuasca
haben, also wo ich mal im Peru war. Ich habe eine super schöne Schamanin kennengelernt, die heißt auch Anna. Und sie sagte, du noch nicht, keine Ayahuasca, weil sie hat mich durchleuchtet. Ich werde sofort, weißt du, woanders sein. Und sie sagte, Kaktus. Ich habe Kaktus getrunken, aber nicht wenig, weil für mich, weißt du, wenn ich was mache, dann muss Dröhnung kommen. So, Und das war dann und in Amerika oder wo hattest du? ja, das war im Peru, In Peru. letztes Jahr, genau. Und da habe ich gesagt, wenn ich da schon bin, möchte ich dann erfahren. So, wo dieses ganze Druck in Deutschland war, Ja. das habe ich, weißt du, diesen ganzen Last mitgenommen. Okay. Ähm, Dann, wir sind mal 5000 Meter hoch auf einen Berg gegangen und das war so kalt, so, weißt du, nieselig und so weiter. Und sie sagte, mit mir nicht unten. Es ist zu wenig Energie, ich muss hoch. So, Du hast das hat sie gesagt oder mir sie hat das gesagt? Sie hat das gesagt, weil sie merkte meine Energie. Okay. Weißt du? Das ist irgendwas Besonderes gewesen. Meine Freundin war nicht so wichtig wie ich, aber okay. 5000 nach oben. Gut, wir sind da angekommen. Sie hat so wenig verteilt, da denke ich mal, ist nichts. Ich will mehr. So, weißt du, von diesem Kaktuswasser. Wasser. Sie hat selbst gemacht, so, und dann habe ich ausgetrunken, dann plötzlich, okay. Ähm, Da war ich anders. Da war ich in der Energie und sie merkte es schon, aber sie war permanent mit mir gewesen, weil das so hoch war, Ja. weißt du, und dann, ne, so. Die Tore haben sich geöffnet. Ich habe andere Sprache gesprochen. Das war so eine peruanische Sprache, ganz tief, männliche Sprache gehabt. Und da ist ein Schaman in mir reingegangen, weißt du, und meine Freundin sagte, ich wollte dich aufnehmen, aber ich hatte so eine Angst, dich zu sehen, wie du gesprochen hast. Schade. Weil, weißt du, hätte ich mich gerne gesehen in den Trance. Und dann habe ich, weißt du, geheilt. Die ganzen Seelen aus mir, aus Deutschland weggegangen sind. Ganz viele Seelen, die noch gehaftet waren in diesen Bergen und in diesen Ländern, Gesichter gesehen. Und dann, weißt du, ich habe geheilt, geheilt, geheilt. Und das war so, so krass und schön. Und dann musste ich mich übergeben, ne, weil das natürlich, das ist Reinigung. Ja. Dann, ich konnte nicht mal runterkommen, weil ich so high war. Also positiv, weißt du? Ich hab so gelacht, ob ich wirklich einen Wodka getrunken hätte. Und sie sagte, okay. Sie hat mir mal, kennst du diese Mammutbäume, ne? Welche Mammutbäume? Von Afrika Im oder von Dschungel. Kanada? Genau, ist egal, weil das sind die Heilbäume. Die machen diese Pulver, ne? Mhm. So, und dann hat sie mir mal rein gepustet in meine Ja, Nase. ja, ja. Das, weißt du, was ich meine? Genau. Das, ist das nicht auch mit Tabak gemischt? Ja, so wie Tabak, aber das ist ein bisschen krasser. Ja, So, ja, ich und weiß dann, schon. so, mein Gehirn wurde durchgepustet und dann, weißt du, war ich wach und dann plötzlich war ich auf der Erde. So, und dann war ich wach. Aber das ist so eine schöne Erfahrung gewesen, das weißt du. So, und dann haben wir, ja, Ja, das heißt, für dich war das San Pedro, ich glaube, es war San Pedro. Ich weiß nicht, San ob es Pedro, San verschiedene Pedro, Kaktus gibt, Kakti. San Pedro. Ähm, Das heißt, für dich war das mehr eine Erfahrung, wie du Seelen und Geistern geholfen hast. Das war nicht, ich gehe zurück und sehe die Traumata, wieso ich dies oder das habe, sondern du gingst auf eine Heiltournee. Genau, das war meine Aufgabe. Genau, dass der Schaman auch dabei war. Ähm, Dass ich habe mich gesehen, du, weißt du, aus meinem Körper und ich saß da neben meine Höhle, meinen Körper. Und ich habe diesen Schaman gesehen, wo er in meinem Körper war und gearbeitet hat und durch mich gesprochen hat, weißt Wow. du? Hammer. Das war phänomenal. Aber nebst dieser Erfahrung, dass du wie diese Seelen, die dich runtergedrückt haben, geheilt hast, losgelassen hast, Mhm. hast du etwas mitgenommen?
Oder haben sich Sachen für dich über die letzten 12 Monate verändert, seit du diese Erfahrung hattest, dass du wie eine andere Sicht zum Leben hast oder Fähigkeiten oder... Also ja, die Fähigkeiten vielleicht nicht so, weil die hatte ich schon. Aber sie sagte zu mir, vergleiche dich nicht mit anderen, weil jeder ist individuell. Und da hatte sie recht, weil ich sage, Mama, weißt du, ich habe mich immer so drunter gestellt, weißt du, weil jeder hat andere Gaben und eine andere Macht und so weiter. Und sie sagte, ähm, sein wie du bist, authentisch, weißt du, ich war immer authentisch, aber da war ich so ein klein, weißt du, nein, jetzt war es nicht, weißt du, so, ne? Sei authentisch und zeig es, was du kannst, weißt du, weil Menschen in unserer Welt brauchen solche Menschen. Ja, das heißt, so dein Tipp für die Leute, die zuhören, oder ich glaube Ja, auf Deutsch übersetzt Tipp, wäre eben, glaube an ja, dich das ist, selbst, du bist keine Fotokopie von anderen, genau, sei genau. stolz auf deine Fähigkeiten. Aber wenn jemand für sich selber, was kann man machen, Frage stellen, meditieren, Mhm, sagen wir, man hängt irgendwo fest im Leben und weiß nicht mehr weiter. Man hat den Job mhm, verloren, Ehe verloren, mhm, keine Ahnung, Krankheit etc. etc. Oder mhm, man sagt einfach, ja, nach 2, 3, 10 Jahren, 20 Jahren dieser Arbeit oder so, es mhm. gefällt mir nicht mehr, aber ich weiß nicht weiter. Gibt es da eine Übung oder was für Menschen, sich selber zu fragen oder zu machen? Meditieren, Atemtechnik, keine Ahnung. Ja, es ist so, wenn der Mensch nicht weiß, durch irgendwie welchen Thema oder Schicksal, ja klar, da kann man mal, viele können nicht meditieren, das ist so, ne? Ähm, oder zu sich kommen und sich finden, weil viele sind so, dass die diese Stille mit sich selbst nicht finden können. Das stört. Dann kann man die in Quantenraum holen und da arbeiten, weißt du? Dass derjenige, der Klient auch sich selbst sieht und dann Dialog fühlen. Das ist ganz einfach, weißt du, weil da ist er in seinem geschlossenen Raum und er findet die Ruhe, Gelassenheit, Geborgenheit und Anerkennung. Da kann man wirklich vieles rausfinden, was vielleicht ist das auch von den anderen Blockaden, wo er nicht findet, Ja, wohin, Generationsblockaden Generation, genau, oder Traumata, genau, sagen ja genau. viele. Das heißt, dass du würdest dann mit einer Person fern oder halt auch in Person arbeiten Ja, und wie geht man dann in diesen Quantumraum? Ist das eine Meditation oder ist das eine... ähm, ich führe die einfach so, dass die so ein, weil Feld, es kann auch sein, weißt du, Bauernfeld und so weiter, es ist viele Unstimmigkeiten auch. Dann führe ich ja mal, erstmal, dieses Klient wird mal ruhig gestellt, mit Stimmen, Wahrnehmung, Lichter und so weiter. Und wenn ich merke, okay, es ist soweit, sein System, seine Nerven sind beruhigt, dann sehe ich, okay, dann ist er bereit, in einen anderen Raum zu gehen. Also diesen Raum, wo du auch sagst, ohne Boden, ohne Fenster, also freien Raum, helles Licht und so weiter. Und da kann man mit bewusst und unbewusste, zum Beispiel mit seiner Seele arbeiten. Ne? Okay. Und das ist sehr spannend auch, weil ähm, da können auch Figuren reinkommen, weißt du? In diesen entsprechenden, es kommt darauf an, was für Thema diese Klient hat. Ne? Und das kann man abarbeiten. Es zeigen sich auch Sachen oder verborgenen Sachen, wo er nie wusste von. Ne? Ja, das heißt, eben wie du vorhin, bevor wir abgebrochen hatten, gesagt hast, du möchtest nicht, oder die Geister, du möchtest nicht einer Person sagen, was sie tun soll, weil wir müssen ja Mhm. die Erfahrung selber haben, oft. Mhm.
aber das ist ja so wie das ist ja ein geführtes, eine geführte Übung. Genau. Wenn er bereit ist, mit mir zu arbeiten, dann gehe ich andere Richtung. Ja, Aber und da weißt du, sieht man sich selber dann irgendwie oder? man kann arbeiten mit sich selbst, inneres Kind. Ähm, Man kann auch, weißt du, diesen Klienten in Mutterleib führen auch, was da passiert ist, weil viele Unstimmigkeiten mit Elternteil sind, weißt du, oder Hassgefühle, Mordgefühle. Muss man sehen, weißt du, was dieses Baby schon in Mutterleib erlebt hat. Ah, Weißt ja, 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 ja. Also, wir können noch mal locker 2 Stunden hinzufügen, weil ja, auch du? durch Ja, verschiedene Gespräche, ich weiß gar nicht mehr, ob auf meinem Podcast, außerhalb Podcast, ja, ähm, diese Geschichten, diese Emotionen, die die Mutter hat, und das hängt ja dann auch wieder ab, in welchem Teil der Schwangerschaft die Mutter ist, wenn man ja, Glücksgefühle oder Schamgefühle natürlich. oder Depression, Stress, Angst Mhm. etc., das kann ja wirklich Mhm. die Entwicklung einer Person stören. Und Guck mein mal, Hund noch. hier, Stella, Sus, Ach so, dein Hund? Oh, Komm, süß. Sus. Oh ja, ja, hübsche Sie will Augen. volle Aufmerksamkeit. Aufmerksam, natürlich, weil Härchen ist immer mit mir beschäftigt. Hä? Siehst du? Hey, hübsch. Sie hört natürlich nicht, sie hat alles. Okay, alles klar. So, weißt du, eine Geschichte noch, wo ich mein Zwillingkind verloren habe und Tochter ist geboren von. Und ich habe immer offen gesprochen, ne, mit meiner Tochter, dass sie eine Schwester hatte und so weiter. Ähm, Im 4. Monat ist das abgegangen. So, und sie kam nach Hause, sagt, Mama, ich fühle irgendwie Traurigkeit. Ich möchte mal mit meine Hälfte, sage ich mal, wo abgegangen ist, Kontakt aufnehmen. Da sage ich, okay, kein Problem, gut. Dann habe ich sie geführt in meinen Mutterleib, bevor das Kind abgegangen ist, weißt du? Und dann konnte meine Tochter mit ihr noch reden und sprechen und verabschieden, weißt du, dass dieses letzte Abschied für sie war, dass sie keine Heimgefühle hätte, weißt du? Und das wurde super schön abgegeben und seitdem hatte sie keine Probleme, irgendwas zu suchen. Wie alt war dann deine Tochter, als sie das. Gemacht hat, ja, die war also 16, 17. Okay, also es kam dann plötzlich auf mit 16, 17, da das Genau, Kind. genau. Und da sage ich, kein Problem, komm, wir machen das. Und sie hat auch, weißt du, diese Stimme auch von uns, von den Eltern gehört, diese gedämpfte, weißt du, was ich meine? Ja, Diese Stimme, wo du mal Glas an Wand ja, ja, gibst, ja, im dieses, Wasser, genau. unter Wasser. Genau, genau. So hat sie auch diese Stimme gehört. Und es ist so schön, wenn man Menschen auch hilft, weißt du, bei auch Kleinigkeiten, wo man sagt, es ist nicht möglich, es ist alles möglich, wenn man bereit ist. Ja. Ähm, Weil wir ja schon über 2 Stunden sind und ich noch etwas Jetlag habe von meinem Indienreise, Ja, weil ich war 44 Stunden wach, bevor ich weil irgendwie, vielleicht habe ich eine halbe Stunde im Flugzeug geschlafen, keine Ahnung. ja, ist wenn Aber ich nicht. hatte endlich wieder mal Zeit, deutsche Filme zu sehen. Okay. Das Kanu von Des Manitou. Ah, Wirklich, ich habe so lange keine deutschen Comedies mehr geschaut. Oder das ja, No Wonder, No ah, Hit Wonder. Das okay. war auch sehr tief. Leider habe ich die letzten 10 Minuten nicht gesehen. Egal, eben das Metaphysische oder das Spirituelle. Ähm, Eine der Fragen, die ich mir aufgeschrieben habe, um dir zu stellen, war, gibt es da eine gewisse Nachricht der Geisteswelt, welche an dich gegeben wird, um weiterzugeben, oder ist das dann wirklich jedes Mal individuell, oder gibt es da so eine übergeordnete Nachricht? Was möchten die Geister uns erzählen? Lebt euer Leben, seid glücklich, seid dankbar, bla bla bla, oder gibt es da was? Ja, es ist manchmal so nach den Personen gerichtet auch. Und
wo diese ganze Pandemie ausgebrochen ist, da habe ich so gespürt, es kommt was. Und die haben gesagt, kein Wunder, sei ruhig und lass dich nicht impfen, weil, weißt du, die Information war schon da. Und ich denke, was wollt ihr mir sagen? Ich habe das nie gecheckt, was es wird. Und dann habe ich zu meinem Mann noch gesagt, komisch, es ist totale Stille. Vorher war immer Angst um irgendwie Grippenwelle und so weiter und es ist still. Und da die Informationen habe ich bekommen, weißt du, es kommt was auf euch zu, aber seien gechillt. Das habe ich ja erst nicht verstanden. Danach, wo das alles so war, und dann bin ich mal zu Hause gerannt, sag mal, siehste, ich habe doch dir gesagt. Und dir auch noch, weißt du, total voll in Irren. Ne? Ja, nur das gechillt sein, das hatten viele Leute nicht gemacht. Genau, genau. Aber das Leider. ist die ganze Medienwelt und die ganzen Leute, die noch reicher wurden wegen dem ganzen Mikrobenkrise. Ja, Aber eben für mich war das mehr die Frage, weil ich weiß nicht, ob das gespiegelt rüberkommt oder ob du das lesen kannst, warte kurz. Siehst du, meine Energie. deine Energie. Cardex, kenne ich nicht. Das À Buch la des Kardec. Geisters. Wow. Das Buch der Geister. Ja. Das Wow. kennst du nicht. Ja, Nee, kenne ich nicht. ist ein kleines Buch. Wow, was für Schinken. Wow. 1852, Siehst oder wann war du? das? Und guck mal, Olli, und mein Buch ist so klein. Ja, Aber, aber er hatte keine Ahnung, wie viele Medien. ja, ach so, Also okay. er wurde von einem Schweizer trainiert, von, glaube ich, Pestalozzi, Okay. Schule. Da war Pestalozzi und er hat Alain Kardec, also nicht, Alain Kardec ist nicht sein richtiger Name. Sein richtiger Name ist super kompliziert und lang. Keine Ahnung, ob der da steht. Irgendwo steht sein richtiger Name. Okay. Ich keine Ahnung, das tönt alles sehr griechisch, irgendwie 4 Namen und alle 4 Namen ziemlich lang. Und er hat als Lehrer gearbeitet in Paris, hat aber in der Schweiz, glaube ich, sich unterrichten lassen, in Paris gearbeitet und wurde dann, glaube ich habe einen Film gesehen, Dokumentation, welche ja nicht Ach so, hundertprozentig okay. stimmen meistens. Aber was ich mich da erinnern mag, er wurde dann von 2 unterschiedlichen Leuten, Medien, angesprochen mit der gleichen Information. Okay, Und ja, diese Leute kannten sich ja nicht. ja. Das heißt, das waren Eltern mit 2 Zwillingstöchtern, die haben eben so automatisch geschrieben und mit unterschiedlicher Schrift, als sie normal schreiben. Also komplett andere Schrift. Und das andere war eine ältere Dame und die haben gesagt, ja, er muss Arbeit machen und er hat dann, weil er halt ein Unterricht war, also Gymnasiallehrer und hat nach also Gratisunterricht für die Leute ohne Geld gemacht. Und er hat gesagt, ja, er glaubt nicht an diese Tische, die sich bewegen, das ist ja Oh, Magnetismus, elektrisch, das ist alles Beschiss. Und dann hat er wirklich verschiedene Medien genommen und die gleichen Fragen gestellt und dann die Antworten aufgeschrieben und gesagt, ja, die Antworten sind immer ziemlich gleich für die Fragen. Also eine ja, Frage bekommt immer etwa 5, 6 ja. Mal etwa das Ähnliche zurück. Er hat gesagt, das kann nicht sein, dass 5, 6, 7 Leute gleich antworten. Ja. Da ist eine Verbindung. Das heißt, das ist sozusagen das älteste wissenschaftliche Buch, das ich kenne. Wow. Ich bin sicher, es gibt noch älteres, aber das wird dann halt nicht mehr anerkannt. Vielleicht was für dich, aber das sind einfach normale Fragen für die Menschheit. Was ist Gott? Was sind Okay. Geister? Was ist das Leben? Und so weiter. Aber eben viel, viel mehr Fragen. Es sind schon eine längere Zeit, dass ich es nicht gelesen habe. Aber wenn man jetzt ein bisschen sich mit der Christentum und Jesus auseinandersetzt, ein bisschen Buddhismus, Ja. Bhagavad Gita, Krishna und so weiter, oder Nahtoderfahrung, Außerkörpererfahrung, äh, ähnliche Antworten. Ja, ja. Das Gleiche, weißt du, wenn man heilt, nimmt einer die Methode, der andere die, aber kommt alles in einem gleichen System auch. Ja, einfach halt für dich gepasst, weil du bist Ja, eine andere Person ja, ja, natürlich. mit Ja, anderen Energien und ja. also das heißt eben von dir
es kommen Nachrichten der Geist, aber die sind dann eben für die Person oder dann für was jetzt kommt. Das ist, du hast jetzt nicht so diese spirituellen Antworten, ja, das Leben ist dies, Ja, Gott ist das, das also ist nicht auf die so. Person gerichtet. Ja, das heißt, wenn ich jetzt frage, für was leben wir, was wäre deine Antwort? Was ist der Sinn unseres Lebens? Ja, jeder Mensch hat eine Aufgabe auf der Erde und viele denken, ja, ich bin ja geboren und Mythomane sein. Nein, jeder muss was Schönes aus deinem eigenen Leben machen und den anderen auch, sage ich mal, Weg zeigen. Wenn einer, sage ich, Hilfe braucht von dir, dann wirst du ihn nicht in den Arsch treten, sondern du hilfst ihm auch. Weißt du? Ja, Und die Aufgabe, weil habe ich jemanden kennengelernt, der sagt, interessiert mich nicht. Ich hatte Gänsehaut bekommen. Denke ich mal, was für Mythomane hier lebt, weißt du? Nur für sich, gut essen, gut trinken und alles andere interessiert mich nicht. Weißt du, der Mensch hat so eine coole Gabe, auch super schönes Herz, aber der war nie mit sich beschäftigt. Was in der Person steckt, weißt du? Nie. Und die Person kann nicht auch alleine sein, weil diese ruhige, stille Kulisse macht ihn wahnsinnig. Ja, der hat sich nicht gefunden. Weißt du, was ich meine? ja. So ist das. Ja, wie meine Schwester lange Zeit, da musste also Fasching-Musik ein- Ja, oder zweimal pro Woche, dann Tanz, dann Reiten, dann in den Ausgang. Ich glaube, die hatte nicht einen Abend, wo sie alleine zu Hause war. Wie das heute aussieht, weiß ich nicht, aber das war vor 10, 15 Jahren, ja, dachte ich, kannst du nicht einen Abend einfach für dich alleine sein? ja. Aber das ist, wenn man unruhig in sich selber ist und nicht weiß, Total. wohin. Und hauen die von Dasein, weißt du, sich erkennen, sich kennenlernen. Die haben Angst vor. Und darum suchen ständig was anderes. Ich ja auch. Ich meine, ich war jetzt 4 Wochen in Indien und Das ich ist hatte was das anderes. Human Design Buch dabei und da habe ich gesagt, das liest du nicht, du sitzt hin und fragst dich, wohin das Leben geht. Und bei mir war einfach blank. Also 2 Wochen habe ich es wirklich hingekriegt, am Morgen am Telefon schnell WhatsApp und am Ja, Abend und ein paar Spiele, vielleicht mal eine halbe Stunde. Aber nach 2,5 Wochen, ich konnte nicht mehr einfach da sitzen. Ich hatte diese Unruhe und aha. es kam ja auch keine Antwort. Obwohl ich da zwei Ich, Wochen immer wieder am Wasser saß oder im Wasser drin, draußen in der Sonne gewartet habe, okay, was möchte ich? Was will die Unruhe, Seele? Was möchte unruhiger Oliver? Geist, genau, unruhiger Geist. Ich liebe es, alleine sein. Ey, weißt du, ich brauche ähm, keine Party, gar nichts, weißt du. Ich habe mich wahrscheinlich ausgelebt, keine Ahnung, aber also ich liebte immer so alleine sein. Ich habe immer jedem geschickt, ich liebe alleine sein. Und keiner konnte mich verstehen, weißt du? Kein Party oder magst du kein... Ja, also ich war ja auch alleine für mich war es einfach, ich bin da gesessen, habe in die Natur geschaut und dachte, okay, aber irgendwie dieses Okay. innere Ding kommt nicht. Mhm. Ähm, also ich kann auch alleine sein. Ich bin ja oft alleine, aber das ist auch etwas, worüber ich mich beklage und sage, ich bin immer so alleine. Ja, geh Mhm. doch mehr raus. Und ich sage, wann? Irgendwie die Zeit. Ja, ja. Aber lassen wir das. Ein Ding mehr, das ich ganz oben habe. Wenn ich jetzt mit dir rede, du gehst in den Keller, siehst die Geister hier, du siehst die Geister im Wald, du hilfst ihnen rauf. Mhm. Es gibt ja Filme und Serien mit Geistern. Ich glaube auch, ich habe jetzt mit meiner Tochter die Serie also ursprünglich von England, Ghosts heißt das, Geister. Also es gibt eine englische Version und eine amerikanische Version. Die Okay. englische Version habe ich nicht so viel geschaut, aber die amerikanische gefällt mir recht gut. Und in der Serie geht es darum, dass da ein junges Ehepaar, ihr wird mitgeteilt, dass sie die letzte Ahnin einer etwas reicheren Frau ist. Die ist jetzt gestorben Mhm. und sie bekommt das Haus und sie gehen das anschauen. Das Haus ist etwas heruntergefallen, muss renoviert werden.
Und irgendwie so waren sie, ja, sollen wir nicht, sollen wir nicht. Und sie fällt die Treppe runter und schlägt den Kopf an. Und muss ins Spital, ich weiß nicht wie Mhm. lange. Als sie zurückkommt, sieht sie alle Geister im Haus. Mhm. Und der Mann natürlich nicht. Und dann sieht sie, was macht ihr alle hier? Und er so, ihr? Ja, Da ist ja niemand. Und das Ganze, und er muss dann damit leben lernen, weil ja, er weiß, das sind Geister. Und es passiert auch was, wo er dann irgendwie ein Geist in ihn reinkommt und er mhm. merkt das dann, also er weiß, es ist alles echt. Das kennst du nicht. Oder dann eben Poltergeist und so weiter. Aber falls du Filme oder Serien mit Ja, Geistern siehst, wie ja, fühlst du dich selbst, wenn du ja. eben deine echte Erfahrung hast? Sind diese Sachen Ja. reell oder völlig daneben? Reell. Also ich liebe, so sage ich mal, Filme über Geister. Das hat mich immer fasziniert. Meine Eltern sind schlafen gegangen und ich hinter dem Schrank, leise Fernseher an und dann nur bis du Nacht angeguckt. Also wirklich, da lebe ich auf. Ähm, eine Sache, es ist so, eine Freundin ist verstorben, die Kartenlegerin war und Hellseherin und sie hat mir gezeigt, wie sie starb. Okay, aber was ich denn mal sagen möchte, da habe ich sie gefragt, Anna, möchtest du wieder zurück? Sie sagte, nein, ich bin oben bleiben und sie hilft Menschen, die Seelen, was wirklich zum Sanatorium, wie nennt man Sanatorium? Keine Ahnung. Wenn du mal aus dem Krankenhaus kommst und gehst du im Reha, genau, sowas. Ah, Rehab. Was? Reha, genau. Nach dem Schock, wenn sie die Erde verlassen haben, gehen da in Reha. Und dann die Seele Ah, wird ins Heilungsprozess gehen. Und sie empfängt die alle, weißt du? aha, die Weil Seele, sie, also wenn der Mensch gestorben ist und der Schock vom Tod wieder genau, zurück in die... genau, in der Jenseits. Sie empfängt die Menschen, weil sie sehr viel mit Jesus zu tun hatte. Okay, und da habe ich sie gefragt, Anne, möchtest du zu? Ich sagt sie, bist du verrückt? Ich komme runter, aber nicht als Baby. Soll ich mal so viele Jahre wieder kommen? Nein. Sie sucht sich Körper und das wird bald geschehen. Älteren Körper, wo dieses Übergang, Nahtoderfahrung, der Geist stirbt und sie kommt rein. Aha, das heißt Seelenaustausch. Seelenaustausch, genau. Und sie wird so noch hochspiritueller, als sie ist, aber als Mann. Da sage ich, ich werde dich nicht mehr sehen, weil sie woanders ist, in einem anderen Land. Aber, weißt du, es ist so. Eine Seele geht und die andere kommt rein, in den Körper. Und darum ist es manchmal so, weißt du, wenn du aufwachst und sagst du, die Person ist völlig anders und hat verschiedenen Ja, Gaben und so Hobbys. weiter. Ja, genau. Aber sie hat auch mal von einer Frau gehört, sie wurde immer schlechter, Mhm. also gesundheitlich oder schwächer und sie war mit einem Schamanen und der Schaman hat ihr gesagt, ja, du hast deinen Lebenssinn ähm, erlebt, viel schneller als erwartet, das heißt, du bist am Sterben und dann hat er wie ein neues Leben in sie hereingerufen und sie hat gesagt, sie hat sich für 5, 6 Wochen anders gefühlt, aber die Erinnerung und alles ist noch da, aber sie hat wie eine neue Lebensaufgabe. Mhm. Ähm, aber wenn du jetzt so einen Seelenaustausch hast, kommt dann die neue Seele, hat die Erinnerung der alten Person? Oder wie geht das dann? Ähm, es ist so, Oder ähm, vergisst sie die Familie und die Geschichte komplett? also völlig komplett. Komplett, weil das ist ja fremd für sie. Aber die ist in den Körper von den Fremden. Aber sie lebt eigenes Ich noch. Aha. Weißt du? Dieses Spirituelle und so weiter. Weil manchmal ist es so, wachen von Komma Menschen auf und dann die Familie sagt, das ist nicht mein Mann oder nicht meine Frau. Völlig anders. Von Bewegung, von Sprache, Dialekt, von Bewegung, also wirklich völlig anders. Das heißt, es ist die Seele, die was
verstorben ist, wieder rein. Okay, also war mir noch nicht bewusst, aber ich nehme an, nachdem du mir das jetzt sagst, werde ich wahrscheinlich mehr davon hören. Das wird mir in meine Aufmerksamkeit kommen. Also, ich glaube, ich habe so etwas kreuz und quer durch die offenen Fragen hier. Macht ja nichts. Wir sind Ja, heute Konsensphäre. Also, ich habe noch mehr, sicher noch mehr Fragen, aber ich denke eben, ich muss auch noch schlafen gehen und morgen ja. arbeiten. Hast du noch irgendeinen Tipp für die Zuhörer? Oder eine Aufgabe für die Zuhörer, die sie machen könnten? Ja, dass die authentisch bleiben und keine Ängste haben, weißt du, wenn was vorkommt. Das ist normal, weil wir sind so geschützt jetzt in diese Zeit, was jetzt turbulent ist. Derjenige, was sage ich mal, sich ändern will, dann kommt die geistige Welt, aber die brauchen eine Ja, also Bestätigung, Ja sagen, weil die gehen nicht einfach so, weißt du, du brauchst Hilfe und wenn du das nicht willst, bekommst du ja auch nicht. Bekommst du nur dann Hilfe, wenn dir mal droht, tot zu sein und du bist noch nicht bereit, deine Zeit ist noch nicht um. Dann sagt man, weißt du, Schutzengel, boah, ich hatte einen Schutzengel. Aber man sollte wach werden und nicht alles glauben. Wir sind geschützt von der geistigen Welt mit vollem Licht. Darum sind wir attackiert, weil das Licht ist sehr stark und die anderen Mächte wollen alles vernichten, was es noch leuchtet. Weißt du? Und das ist sehr wichtig, bei sich bleiben, an sich glauben und an Herzen die Liebe entwickeln, sich mehr lieben und sagen, egal wie ich aussehe, was ich fühle, gerade jetzt, ob das mal Trauer ist, umarme dich, weil das dein eigenes innere Kind ist. Er braucht deine Hilfe. Erwachsene sollen für die Kinder da sein. Und wenn der Erwachsene sagt, ist mir scheißegal oder weißt du, geht andere Wege, weil er selbst Angst hat, er muss sich die Angst stellen und in den Augen schauen und sagt, ich vertraue dem Göttlichen. Das Licht ist stärker als das andere. Das dauert noch, aber weißt du, das ist wie ein Film. Die Helden gewinnen immer mit Licht. Ja. Okay, das heißt, alle Gefühle fühlen, wenn ich dich richtig verstehe. Das ist auch, was ich gehört habe, dass viele Spirituelle sagen, ja, Gefühle, das ist nicht für eine richtig spirituelle Person. Ich sage, spürt alles, akzeptiert es und fragt nach Hilfe, energetisch gesprochen. Natürlich, oder halt natürlich, du bekommst sofort die Hilfe, weil das sind keine Vergewaltiger, weißt du, so mit Druck und so weiter. Wenn du mich fragst, bekommst du. Wenn du mich bittest, bekommst du. Und das ist echt wirklich. Und weißt du, wenn man nicht weiß den Weg, dann sagst du, bitte, bitte. Es kommt darauf an, wie du die nennst, Engel, Gott, Vater, Himmel oder egal, höhere Macht. Du bekommst durch Zeichen, durch Wörter, durch Radio, durch irgendwie eine Musik oder mal Bilder, du bekommst die Antwort. ja, oder Traum, oder du hast plötzlich eine Idee. Natürlich. Natürlich. Super, das heißt, das war dein Tipp und was wir nicht vergessen dürfen, ist natürlich, wo möchtest du, dass die Leute auf dich zukommen, falls sie Hilfe von dir Also möchten? WhatsApp, Okay, meine Nummer hast du, die können mich anschreiben, Facebook, wie heißt du auf Facebook? Eva Adamczyk. Adamczyk, okay. Genau. Eva Adamczyk. Also Polisch. Alle, die Polisch wissen zu schreiben, die finden dich leicht. Genau. So, und ist das andere? Instagram. Instagram, genau. Und Instagram ist auch wie Facebook. Eva Adamczyk. Genau. Das heißt, das wird alles in der Shownote hinzugefügt und vielleicht irgendwo hier auf dem Bildschirm. Mal schauen, wie ich das mache. Ja, super. Irgendwie noch habe ich etwas vergessen, dass du da unbedingt loswerden möchtest heute? Außer dein Buch. Dein Buch heißt nochmals? Das ist mystische Begegnung zwischen Himmel und Erde. Von Eva Ragana. Eva Ragana. Da steht alles, sage ich mal, die Hälfte, weil kam immer neue was dazu. Was ich erlebt habe mit Klienten, was die erlebt haben, das ist echt wirklich
Klein, aber fein, wie man sagt. Ja, es war wirklich viele, viele, viele Geschichten. Ja, und Ähm, weißt du, Buchhandel kann man dann mal Titel nennen und Buchhandel kann man finden oder Amazon und so weiter. Ne? ja, genau, auf Amazon. Und Super! noch Eva Adamczyk. Noch eine Geschichte möchte ich erzählen. Eine Frau hat mich gebeten, dass ich zu ihr komme nach Hause zum Ausräuchern. Die hat gewohnt im Parterre, also Familienhaus mit den Eltern und sie unten mit der Familie. Und sie sagte, du, ich habe so eine Angst, immer in den Keller zu gehen. Okay, ich den Keller runter, habe ich schon Gänsehaut bekommen. Denke ich mal, was ist da los? In einem Raum hat sich mir gezeigt, weißt du, so, hat sich erhängt, Ja. einer. Und da sage ich, wer ist das? Und sagt sie, oh Gott, das war mein Onkel. Weißt du? Und das war wieder Bestätigung. Und dann haben wir das alles so entlassen. Und da zum Schluss, von nichts wo, kam ein Frosch. Ganz feine, kleinen Frosch gewesen. Dann denke ich mal, woher kommt der? Und das war auch, weißt du, so von der geistigen Welt eine Nachricht, Botschaft für die. Perfekt. Du bist voller Geschichten. Ja, also, Okay. danke, liebe Leute, dass ihr zugehört habt. Und ja, ihr wisst ja, lasst in den Comments, also in den, wie sagt man auf Deutsch, Nachrichten oder Comments, schreibt rein, was euch gefallen hat oder was für extra Fragen ihr habt. Und dann, ja, Olli ist müde, du musst schlafen. nein, ich habe alles in Englisch in meinem Kopf. Schreibt uns, also Eva oder mir, wenn ihr mehr wissen wollt. Also, Okay. bis dann. Olli, danke Gute dir. Nacht. Danke und für deine Geduld. Ne? Vielen Dank.